So, hallo. Hallo. Ich pausiere mal das Ganze. Wir schauen. Ach, ihr seid im Game Capture Modus. Ja, wartet mal kurz. Das muss ich nämlich ausschalten und das da muss ich anschalten. So, perfekt. Weil wir schauen uns jetzt den Showcase von Destiny 2 an. Das ist vor einer Stunde oder so live gegangen. Wir sind jetzt bei 10 Minuten. Ich bin nicht ganz. Ich habe aber 10 Minuten angefangen. Ich zeige euch danach noch später noch ein Video. Also, dass sie noch abgeloadet haben, das da hier. Ne? Das kam am Anfang des Showcase vor. Habe ich jetzt nicht gezeigt, aber wie gesagt, ich wollte 10 Minuten vor Anfang beginnen. Weil dann zocken wir auch jetzt gleich Destiny 2 in der neuen Season, dann weißt du, etc. Da sehen wir das. Nicht nur die Showcase. Also ich bin gespannt. Sehr gespannt drauf. Und hier sozusagen, bevor der Showcase beginnt, die zeigen Sachen von Leuten und so weiter. When you look back at the history of Destiny, there's so many moments like that, and I'm kind of interested on, is there any characters or story moments? Ich meine, ich glaube nicht jeder von euch will das verstehen. Ich streame ja sozusagen an Deutsch. When you are learning from it, like at least for me, I feel like the journey of Eris, from like day one and being like, who are you? What are you doing here? This is weird, chick. Yeah, it's like super creepy, right? Yeah, but I think like seeing where she is now and then how she's like really helped everyone else. Like a lot of people. Oh, was ist das für eine Kategorie vom Spiel? It's just like in my blood. So like for me, like seeing Eris like help all of these different characters, seeing Zavala come from where he is, which a lot of people, again, I know some folks that don't really like him that much, but to me he always just seemed like a really, you know, father figure who's trying his best for everyone. You know, when Cade died, right? I think like, you know, people were like, what? Zavala, why aren't you doing this? X, Y, Z. And then you got to learn more about him. So for me, Zavala was like number one. That his whole character arc. Ihr kennt meine Meinung zu Zavala schon. Ich mag Zavala absolut nicht. Einfach. Ich bin der Meinung, dass Zavala einfach größter Dummkopf ist, den es im Spiel gibt. She's like one of the epitomes of grief in her whole story and how she evolved to something where she's like, I had to learn how to deal with grief on my own. And to see her evolve to a character that is like helping people go through their own grief. It's Bungie, what the heck? Like, how do you do that? Spricht von Eris Mon gerade, ne? Like the fact that like when Crow would stumble or Zavala would stumble, she'd be like, take a step back, patience, healing doesn't happen overnight. And exactly. I think what we've seen in the last couple of seasons, ja, Eris Mon ist ein entspannter Charakter. Narrative team and just diving deeper into all of the characters. I think that's one of my favorite things that we've seen from like kind of expansion from where we started to where we're at now, is just that deeper dive. And I know kind of where we're going with things, and just like the more that we're going to be able to dive into and hear characters' backstories and understand where they're coming from and what makes them. I think it's the space magic. It's the thing. So, uff, mein Stream ist gerade disconnected. Yeah, exactly. And it all somehow makes sense. Yeah. Yeah. But like, how cool is it like that we're here now? And I'm kind of interested, like, knowing your long relationship with this game. Okay. We even worked here. And then that we're sitting on this couch, getting to nerd out and talk about the things that we love the most. How has that been? Making that transition, what was that inspiration that drove you to be like, you know what? I'm gonna put my application in. We'll see what happens. This is my first gaming studio for sure. Yeah. It's into Bungie is interesting because I always wanted to be in tech. That's really where I started. For Destiny specifically, I played it every day, but I never really thought of it as a place to work until Black at Bungie. And so I reached out to a bunch of people on LinkedIn and was asking a bunch of questions. I was like, yeah, look. So it was really amazing to be able to like get into. Kann ich mir auch vorstellen, dass das richtig cool sein muss, wenn man bei Destiny richtig viel spielt und dort arbeiten darf. Er ist ein Designer, okay? Die Designs in Destiny sind einfach nur geil. Respekt. Space magic. And I always play the wizard, so I played the warlock. You know, because that's all I want to do. I just want to cast space magic in every game that I play. So to me, the game's a lot. Like, it's kind of just, it gave me a career. It gave me like guidance in life for finding a community that I really love. And now I'm absurdly thankful that I can be a part of the team and hopefully make the game better to hopefully have that kind of impact on somebody else. I knew that I wanted to work in gaming. I actually got the opportunity not from the Bungie career Marketing, okay. A Twitter post from
message and connected, and I was like, I want to talk about these marketing opportunities. And now I'm here. Now you're here. You love to see it. So, and it's just even now, just the fact that I'm sitting here, I'm just like, You shot your shot, dude. oh That's what my life's gosh, about. Literally, I shot my shot. shot your I'm like, this is what they mean, because you hear them throw that phrase around and you're just like, but what does it actually mean to shoot your shot? And it's like, no, it's like, you're not going to respond on Twitter. It's like, I'm going to find you in other places. Even if you You're have gonna those give moments me of it. doubt. Even if you have that moment of fear. Because sometimes making a jump like that's scary. It's scary. If you're scared, Absolutely. do it anyway. Yeah. Yeah. The leap into Bungie was really smart. Kann ich nicht vorschlagen. Ich bin kein Fan von Risiken im Leben. Würde ich niemandem empfehlen. A little story. This is my first role in gaming, so it was this like Okay. huge leap to. I had been working in marketing for a long time, but I really wanted to make the switch to something that I'm really passionate about and something that I love, because I think that's what makes work so magical, is when you get to work on something you really care about and you really, really love and you feel passionate about. So that for me was the kind of thing that pushed me towards shooting my shot and taking my shot a couple years ago and making the switch over to Bungie, and it's been incredible. There's moments like this where it feels very surreal, where you're like, what is happening? This is very, very, just to have that, like, we all work at Bungie now, like we get to contribute to that thing that we all love so much, and that's incredible. I'm sorry, but that's such a good point, because there's so many people that ask us like advice on how to get in, and I was rejected numerous times before finally getting that spot. And you know, I know it breaks my heart because so many other people are in that same position, and then they stop chasing that dream, because like, this isn't my first gaming job. I've been working in this industry for almost 20 years and as a journalist, and it was really scary to make that jump. I felt like it was right. I kept applying for narrative. Okay. You know, granted, I sent them not appropriate fan fiction as writing samples, so I get it. Like, no hard feelings. I get it. And they were like, you know, it was just, they were like, hey, we think you'd be a good fit for community. Like, let's put you through that interview process, and we did that, and it was scary at first, but the more I kept interviewing, I was like, wait, no, this was made for me. Like, this is what I was supposed to do. And it was funny because all of that trepidation that first week left, because I felt like it was family. I'd like to think that Bungie. Ich bin der Meinung halt, ne, dass halt, wie soll ich sagen, ich supporte das mit Bungie. Ich glaube halt, dass auch die Leute dort halt verdammt nett sind. Auch die Community von Destiny ist halt auch verdammt nett. Die ist halt einfach unglaublich. Habe ich schon vorher mal gelobt in meinen Streams, bei den Destiny Streams. Und die Leute in Bungie kann ich mir, wie gesagt, kann ich mir auch einfach nur sehr nett vorstellen. Sowas verstehe ich. Ich sollte aufhören zu pausieren eigentlich. Aber dann reden die, dann rede ich, dann reden die, dann macht's keinen Sinn. Blanket burrito. Comfort. We're both comfort here. Warum reden die jetzt über Burritos? Okay, den Trailer haben wir schon gesehen. Okay. Ja, den Trailer kennen wir schon. Okay, entspannt. That was hot. Sir, are you okay? Oh, you look nasty. Entspannt. Ich will sehen, was passiert ist. Komm schon, hör auf, mir den Trailer von damals zu zeigen. Das kann ich schon. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Destiny. Jetzt komm on, zeig mir was. Welcome, Guardians. It's so awesome to be here with you again. Ja. Last time we got up here, we got a chance to show you Savathu, the Witch Queen, and her Ja. majestic throne world. Since then, it's been a wild year for Destiny. You returned to the original Loot Cave to reclaim the fabled Galahorn. Then, Ja. exorcised an ancient evil from a hive queen.
Ja, das war die Mission für mit dem Wurmteil. And now, you've been spending the past few weeks cleansing a derelict Leviathan from its Season 17. In fact, Jo, ich weiß Bescheid. we've ever had in the Destiny community. I hope you can feel it as well. And seeing this kind of reaction from our community, it's both humbling and inspiring. Because our team here at Bungie, we're not just developers, we're also guardians. We're trying to build what we'd love to play in Destiny, and that's what brought each one of us here. Jo, kann ich mir vorstellen. Brought us not only to Bungie, but also brought all of us to this final showdown between light and darkness. So, without further ado, this is the beginning of the end. This is Lightfall. Okay, okay. Was? Sah die Stadt schon immer so? Wait, what? Sind die Pyramiden da? Sind das Kabale, die gerade rein in die Stadt gehen? Das sieht echt aus wie Kabale. Leute, ist das ein Jäger? Ich glaube ein Titan. 2 Stück. Carlos! Carlos! Dich habe ich ja gar nicht vermisst. Ja, die Pyramiden, die sind da. Und Carlos ist da. Was ist mit Carlos passiert, Alter? Was hat er mit dem gemacht? Was, ist Roig nicht tot? Roig sollte doch tot sein. Hä? Wir haben ihn doch im Raid getötet. Und da der Zeuge natürlich. Die springen aus dem Tower? Niemals im Leben. Ist das eine neue Dunkelheit-Ulti oder so etwas? Hä, ich dachte kommt Arc.3. Nicht Dunkelheit.3. I've seen that thing 100 times now, and every time I see it, I still kind of get goosebumps. Instantly, I had chills. Es ist halt auch der Zeuge, der ist langsam da. Things are finally coming to a head. Thematically, we really have been honing in on that kind of bombastic, big set piece approach. Okay. It's gonna be over-the-top action, adrenaline pumping, like the whole time. Ich hatte mal gehört, dass, glaube ich, dass in Season 18 ein Raid kommen soll. Falls es ein Raid geben sollte, dann ist es, glaube ich, Carlos Raid. Ja, ich finde den Zeuge, der sieht ein bisschen komisch aus, okay, muss ich sagen, aber ich will mich nicht beschweren. We revealed that enemy, we put a name on it and put a face on it, and that enemy is the Witness. And the Witness is coming with its newly empowered disciple, Callus. Callus is really crash landing with a new and more powerful army than ever before. Ja, das sind Kabale. They've got new armor, they've got tormentors to join their ranks that are going to be... Alter, neue Kabal-Gegner, okay. Callus is taking that army that he's bringing with him to be the harbinger of the Witness's doom. Okay. Es gibt anscheinend einen neuen Granatenwerfer, die sehen geil aus. Ich bin eigentlich kein so Fan von Granatenwerfer. Das ist ein Maschinengewehr, glaube ich. Und links ist, glaube ich, war eine Handcan, oder? We saw in the trailer that we're headed to Neptune, and on Neptune there's been this hidden city called Neomuna where an alternate version of humanity has been blooming since the collapse. Neomuna is the capital city of Neptune. It's a giant metropolis that we were completely unaware existed until now. What's interesting and exciting to me Was? Wir haben eine neue Stadt kennengelernt? It's new. It's not like a lot of the places that we've explored previously in Destiny. Hä? Eine zweite sichere Stadt? Very, very cool. Auf Neptun, okay. In Neomuna and in Neptune, and also I saw some new characters there. I'm really excited to get to know Cloud Striders and their story. Neue Story-Charaktere, okay. Compared to Guardians, they're both protectors of a civilization that's potentially under threat,
but Guardians were chosen. It's their duty to protect humanity. Cloud Striders have chosen to protect their people. There's like an awesome opportunity for the Guardians to learn from the Cloud Striders and their way of living and their philosophy of life. So we've got the newness of that city, the newness of the Cloud Striders that we've never been aware of. And then, of course, you get a glimpse of this green energy. Es ist eine grüne Ulti, oder nicht? Hä, come on, das sieht voll aus wie eine Ulti. Something that's unique about Strand, unlike any of these. Ja, eine neue Dunkelheitsfähigkeit, habe ich doch gesagt. You play through Lightfall, you are discovering this power for the first time. No one in the universe, ever in the history of Destiny, has used Strand before. This is the Guardian discovering darkness on their own and learning how to shape it and manipulate it and use it against Callus and his forces. And, you know, have fun in the new urban environment. Ja, okay, die wurden ja nicht vom Licht ausgewählt, aber dass sie dann die Dunkelheit benutzen, lol. We just got a glimpse of our new destination, Neomuna, our new foe, Callus and the Shadow Legion, paired with the Witness, and a very brief glimpse at Strand, but that's just barely scratching the surface of what this release has to offer. Right, like what we've just seen in that trailer is just the tip of the iceberg, and we've got a whole lot more we're excited to show you coming up. Der Zeuge. Last year, we Ich bin immer noch sehr erstaunt. in creating some of the best shooter campaigns in the industry. That's been our legacy since Halo, and we tried to push that front and center in The Witch Queen. And it's about more than just guns, but creating an adventure in a handcrafted world full of surprises. Ja. Then we added the legendary campaign option, because great combat needs to challenge you. Das ist die legendäre Kampagne ist halt absolut schwer, also wirklich, das schafft man nur, wenn man mit mehr Leute ist. You tested yourself against the Witch Queen and her Lucent Hive and rose to that challenge. And then you let us know it was one of the best shooter experiences that we've ever made. So with Lightfall, Ernsthaft? we Okay. that even further. We want to give you the best Bungie action experience that we can create with the brand new Lightfall campaign. Lightfall is going to change the way that our players move, fight, and explore everywhere in Destiny. Neptune is this fantastic destination, the capital city of Neomuna. Aber heißt ist Neptun neu drin oder ist was mit Neptun? Ich weiß gerade nämlich nicht, ob das ein Planet ist, der wieder auftaucht oder ob das ein Planet ist, der schon da war. That we've made and using Strand to traverse through it and explore it, it's going to be so exciting. There's some places that once you whip out the grappling hook, ooh, you're going to be able to explore and get to places that you couldn't before. Look at that up there. I wonder if I can grapple to there. I'm going to be a kid in a candy store. It's not a city that is collapsed. Okay, ist aber kein Update. Has lived through the collapse. Neptune now has to deal with the cloak being pulled back and them being revealed to the world and are now central of the conflict. Callus has taken his capital ship and just like planted it right down in part of the city, and it's Cabal-occupied territory. It's a city under siege. You've got this infiltrator vibe. It's like a tactical team going into a skyscraper. You're dealing with Cabal roadblocks and patrols all throughout the city. Heißt, wir müssen wahrscheinlich die Stadt zusammen mit den anderen Leuten damit beschützen vor den Kabalen von Carlos. Genau, Carlos hieß er. Und diese Kabale sind besser, weil die haben bessere Waffen und bessere Ausrüstung. Super, take away some of your abilities. And then they fight alongside these terrifying new pyramid units called Tormentors. Eine neue Einheit, was? Callus has been upgraded, and so the Tormentors that they've brought in are these impossibly huge, unstoppable behemoths. They wield scythes, they can attack from a distance. They can bring neuer Boss? drain your very life force from you. They are basically embodiments of terror. It's like a boss character within the battlefield. Your stomach drops. You're like, okay, I'm playing through, I'm having fun, I'm popping heads, doing this thing, and then boom, there it is. Ja, der hat sogar die leuchtende Schulterteile wie bei Rulk. Going into the game. Strand, Tormentors, Shadow, Okay. a cool new environment. These are all a great setting for Was war das gerade? War das ein Grappling Hook? Junge! Okay, das wird richtig geil. Stell dir vor, man hat so Grappling Hook Scheiße so wie auf
Wie Tarzan-Style, einfach durch die Dungeons durch oder so. Neue Parcours-Style. And so we're going to bring that back for Lightfall. Of course, you're still going to have that high reward tier, and we still want to make sure that you get that inside track towards being raid ready. Okay, okay. Ja, das sind einfach solche grüne Teile, an denen du dich festhalten kannst und dann anziehen kannst. Putting in the details and making this whole release come alive and continue to surprise and delight players. I am so excited to get this out. Lightfall is unlike anything players have seen before in Destiny, and it's another step that sends you hurtling to the conclusion of the Light and Dark saga. Okay. Ja, ich bin aber sehr stark gespannt auf diese Fähigkeiten, diese Dunkelheit-Fähigkeiten. Okay, das sind so, ich glaube eine Ulti, das ist so eine Anziehfähigkeit, die eigentlich auch sogar an Wänden so eine Stun-Fähigkeit, Junge, was? Es ist perfekt. Es ist einfach perfekt. Like stasis is a power from the darkness. Unlike our light abilities, which are all about creation, darkness is more about consciousness. Okay. Strand is psychic energy that forms this extra dimension. Psychische Energie? Okay. Ich dachte, es wäre Dunkelheit. All living beings and all minds, and you, the Guardian, are sort of gaining the knowledge and gaining the power to peer into this alternate psychic universe and begin to pull at these threads and tug at these wires that are connecting all these living beings. Es ist so irgendwie so eine Lebensenergie, oder? Lebensmagie. It's about peeling back the curtain of reality, taking those connections and then weaving them into new objects. Lol, war das gerade... Okay, ich glaube, die Jäger-Ulti ist so ein Seil mit einer Spitze dran. Ich glaube, das ist die Ulti vom Jäger. Ist das Kallus? Nee, ich glaube nicht, dass es Kallus war. Okay. Ja, Junge, es ist eine richtig geile Möglichkeit, Jump'n'Run besser zu machen. Ja, da sieht man es nochmal, Jump'n'Run. But as we were developing, it's like, oh man, this feels like it's too much fun to just keep it to one class, right? So we made the call to expand this super cool new ability across all 3 classes. Ach lol, das wäre halt fast nur eins gewesen, das nur für Jäger gewesen wäre, oder was? Uff. Ja, Junge, diese Designs sind so cool. Die sind so cool. Junge. So the Warlock, they're the telekinetic master of Strand. So they're going to be able to telepathically reach into the Strand dimension, pull matter out, and weave it into this big barrage of these Strand missiles. Heißt, okay, Warlock hat so eine... okay. Muss ich sagen, die Warlock-Ulti gefällt mir nicht so ganz wie die anderen. Ja, das ist doch zehnmal cooler, als wie du Bälle erschaffen kannst und auf die Gegner schießen kannst. Die dann haben dazu wieder die coolste Fähigkeit. Einfach unfair. Und dann die Hunter, ja, die Style mit der Spitze. Junge, okay, das... So, Junge, was ist auch, was auch immer gerade mit meinem Internetkabel los ist. Hat einfach teils keinen Bock. Okay, das ist einfach der Fall hier. So, du sollst auch kein Auge machen, come on. So, nochmal rein. Hoffentlich funktioniert's. Jo. Destiny is a game that gets even better when you play with your friends. We want to create communities that are welcoming, inclusive, and that let you bring your old friends and make new ones. And since last year, over 5 million new Guardians have joined our ranks. We believe that there are still millions more of your friends that would love to play Destiny with you. Yeah. The things that you want to see us improve in Destiny are also exactly what's going to make it easier to convince your friends to come and check out the game. It should be easier to create custom, incredible builds. Easier to find people to play with. Easier to swap from being that Storm Chaser wielding, Falling Star juggernaut right into that ultimate yeehawing, Dead Man's Tale shooting, Titan's Rampart crutching Sentinel. And if none of what Joe just said makes sense to you, we want to fix that too. Because it's not about removing the depth that makes Destiny so great. It's instead about allowing everyone to dive deeper with ease.
Okay, die wollen das einfacher machen für die alle Leute. Sehe schon. Okay, Roll Grade, der gläserne Kammer. The changes we're making to make Destiny easier to come into, changes to how you build your characters, changes to how you see what there is to do and what there is to accomplish. And in the year ahead, we're actually making it easier to form groups in Destiny so you can go and do some of the greatest content that Destiny has to offer. All the teams are working together to build this experience, and so that's what's really exciting. We keep on hearing from players like, hey, unless I have a friend to play with, I don't know what to do. And so what we're trying to give them is like, hey, here's a path to follow. Okay. Wir wollen es besser für Singleplayer machen. Das ist das, was ich wollte, schon immer. 11 ranks. And it's really like heavily focusing on like exposing players to all the systems of Destiny. At some point, the story about you as a Guardian involves other Guardians. Heißt, Guardians haben so einen Rang? That is just a whole new dimension of your journey through Destiny that we've never really explored before. When you show up in the tower and you see that person who's at one of the highest ranks, you're going to know that you're looking at a player who's actually really demonstrated mastery of many of the different activities in Destiny, not just from our perspective, but from the perspective of other players. Some of the higher Guardian ranks will actually be asking for you to step up, to actually rise to the occasion and prove to other Guardians that you are a strong player and a strong leader. A lot of people have groups that they already play with, but this will really provide people the opportunity to be recognized for helping other people learn the game, but also provide more people to play with on a regular basis. In the year of Lightfall, we're going to actually be investing in building a looking for group system in Destiny itself. You'll be able to look. LOL, man kann einfach Fireteams in Destiny machen, da braucht man nicht mehr die App. I'm so excited about being able to form groups in the next coming year because Aber okay, das passiert noch, das ist noch nicht drin. Ja, aber darauf bin ich gehypt, denn danach haben die eigentlich das einzige Kritikpunkt, das ich am gesamten Spiel habe, ausgebessert. Weil meine Meinung war ja eigentlich, dass Destiny 2 absolut kein Singleplayer-freundliches Spiel ist. Because that'll be a great experience for them and a valuable experience for me as a leader. It's really going to help players come together and understand each other better when they've never met before. It's going to make the game so much more social, and I think that it's going to really make Destiny players feel like they're on one team. So commendations is a feature that you'll experience towards the end of an Und dann kann man auch Leute bewerten, so, okay. Screen that has all the people you played with. You can click on one of the Guardians and choose what experience you had with them. So like, were they a good team player? Were they fun to play with? Und dann hat man so einen geil, Junge, wie geil, hat man so einen Rang, kann man dann Leute finden, es wird angezeigt, was für Karten man bekommen hat. This person's a great teammate. This person's a great leader. It's really a system that's designed to let players show appreciation for each other. Yeah. Also using the commendation system, people are going to be able to say like, hey, this person as a good leader, and looking at the Guardian rank system, they have a lot of experience. It's going to be, oh, that's the person I want to help me get through this hard content that I've been struggling with. Okay, okay. Da kann man besser planen, die Fireteams planen. And do things together and get to know each other. And with a system like LFG, you're making it so that more people can get that experience started than ever before. Both the loadout screen and the mod manager are completely new features. The mod manager is meant to make build construction in Destiny a lot easier. We all love our fashion game. The fashion game's amazing. And so we're going to take what we did for the fashion game and bringing it to the buildcraft game. There's going to be one screen where you can go to and do your entire loadout for your character. It's going to be amazing. So you can save the build that you've put together as a loadout and then switch between those things as you're going from activity to activity. Ach lol, da kann man so Safe Load, das ist wie geil. And the commendation system mixed with Guardian ranks, we're giving players even new. Okay, das wird richtig geil. Das wird richtig geil. It won't just be about gear. It's also going to be about that Guardian rank. It's going to be about those commendations. It's all the ways that we're bringing players together. Ist das aber jetzt schon drin oder nicht? Das ist was ich mir frage. Weil ihr gesagt, it's going to be. Heißt, ich glaube, das kommt noch erst. Ich bin aber mega hyped drauf, okay? Ich bin hyped. Ja? And as we've evolved our seasons over the years, we've learned a lot. And I think we've been able to deliver some amazing character moments and events for the community.
we're long past the era of content droughts. Instead, there are exciting story and events happening in Destiny almost every week, year-round. And we're not slowing down. Each season, Okay, we okay. want to keep raising the bar for narrative experiences in any live game. We want to keep pushing to create unexpected adventures that'll make every season of Destiny unique. And we want to keep listening and learning from you, the Destiny community, so that we can create the strongest seasons of any live service. Because the witness is coming. And if we want to survive, we need a crew. We need to enrich our defenses. Ist ja nur noch eine Season nach Loot our enemies. Season 18. Captain to join us on our next adventure in Was? the Okay. season of Plunder. Plunder, okay. Keine Ahnung, was... Plunder, okay. Ach, ist diese LOL, was? What is the human word? Pirates. The full vanguard should be rallied to deal with these outlaws. Arbeiten wir mit Spider zusammen, um die andere zu fangen? Go show those pirates what happens when they crush Spider. Warte, nee, kämpfen wir jetzt gegen Spider? Hey, ich bin confused. Ja, das ist Spiders Symbol, oder nicht? Nee, das sind gefallene Symbole. Aber Spider ist ja auch ein Gefallener. Okay, Exotics, die man werfen kann. Fake Exotics wahrscheinlich. Da hat man es gesehen. Arc 3.0. So ein Speer, den sie werfen können, die Jäger. Sorry, getting a little swept up in all this adventuring. Okay, Junge, der Gameplay-Typ ist aber immer legendär, egal was passiert. Season of the Plunder, August 23 bis Dezember 6. Ja, die Seasons sind meiner Meinung nach ein bisschen sehr lang, aber egal. Piraten! Weltraumpiraten! This season we said, what if we just go to the stars and dig up buried treasure? We are unearthing a lot of mysteries and secrets. We're okay. onto enemy spaceships. And then we're also learning a lot of things about some of our favorite characters. We're gonna have an adventure this season. Okay, okay. Season of Plunder kicks off with Aramis being freed from her icy prison. She's collected old, fallen crews of pirates and rogue Cabal. Ich frag mich, warum die nicht eingesperrt wurde von von der Vorhut. It's time to meet your end. So Guardians are tasked with stopping Aramis from collecting these relics. And in order to do that, you have to create your own crew of shady dealers and backroom brokers. Drifter, Mithrax, Ido, and Spider are going to okay. helping you. Anchors away. Ready when you are, Captain. That's the beginning of Season of Plunder. LOL, okay. Forming a pirate crew of your own. You're going to fill it. Eine eigene Piratencrew zu bauen, damit man deren Piraten fickt, okay? Drifter is going to toss you the keys to your personal catch. Then you're just going to set out into the stars and do cool pirate stuff. So excited. Bruder, okay, interessante Idee, wie man Piraten schlägt, aber selber Piraten zu werden. New activities coming that will really give you a sense of being on a pirate adventure. One of the mainstays of this season is a new 6-player offensive called Catch Crash. When I saw the concept for the catch with the big mainsails on it, I just said, oh my god, this is gonna be a fun season. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es spaßig wird. Seeing Catch Crash through the different iterations, like fighting on the deck of the ship. You get to become your own ammunition and launch yourself from a cannon. Schon wieder, okay. And you are the weapon, so you're gonna go mess them up. Bin gespannt. The second big activity we have coming this season is called Expedition. You're going to be guiding a massive drill that's looking for this buried, hidden pirate treasure, and you're going to have to be fending off of all these pirate crews trying to protect their hoards.
Lol. New activity coming this season is what we're calling pirate hideouts. We have so many like different little maps. Piratenverstecke, okay. This season, and they lead you to the lair of the pirate lord, right? Their hideout. These are their caves Okay. where they're hoarding all of their amazing treasures and their mysterious relics. These relics are mysterious objects of dark power, and they're all over the system. We don't know exactly what it is they do yet, but if Aramis is trying to collect them, it's nothing good. Uff, okay. Taking the opportunity to line the Arc 3.0 update with the Fallen, it just ended up working out perfectly because you got all the simple Arc weaponry and the Arc shielded captains. It feels right with that release, almost like we planned it. Arc is a damage type that's about proximity, right? It's about going fast up into your enemy's faces and like deleting them. Ja, nee, Arc 3.0 ist ja eher Gegner zu clearen, Ads zu clearen. Unbridled aggression to the max. Dafür ist ja eigentlich Arc bekannt. Ja, da sieht man so richtig viele Ads auf einmal clearen. Dynamic and agile, evasive. So we're gonna give Arc Hunter a new super. We call it Gathering Storm, where you summon your Arc Staff, like twirl it above your head, and then launch it out, and then embed into the ground or into like bosses or mini bosses or champions and jolt them. Like a big lightning strike will strike the staff and overcharge it. And while that staff is overcharged, it'll start Tesla coiling little lightning bolts out at nearby enemies. Ja, ist so wie so ein AOE, Arc Damage, AOE, ja. Turn yourself into lightning. You will create things out of lightning. Previously, you know, we had this exotic armor piece called Getaway Artist, where you consume your grenade and it'll make a what we call a sentient arc soul that fires faster and does more damage. Ja, die habe ich sogar. I decided to roll that into base arc soul behavior. Anytime you are amplified, any arc soul you have from any source will become the supercharged version that will fire off just rapid fire bolts. Damit ist die Rüstung OP geworden, oder nicht? Titan's about being this unstoppable freight train. It's about Okay, damit ist die Rüstung OP geworden, damit können wir einen guten PvP nutzen. something that we felt like is going to be competitive in this new environment of air dodges and air slams. That's a new ability called Thruster. And it's all in first person. It's all very much in the heat of the moment. You see it happen. Its whole property is like rush down or get away. It's a movement tool to the max. There's going to be this new melee ability called Thunderclap, which is like an amazing thing where he like charges his fist, all super flashy. It's our first ever charge melee, so you hold down the button, and as that cocks back and charges up, heißt, es ist so, okay. Getting a little bit more range. A little bit more range. Junge, was heißt was? Charges on one shot kill. It is, oh yeah. It's okay. Skillful to like pull off because you're gonna have to really read your opponent here. Ja, ja, genau, im PvP wird es schwer sein, das gut zu nutzen. Das kann nicht jeder. Hit hard and stay alive. What I'm most excited about in Season of Plunder is that this is really a season that has a sense of adventure. Yeah. You're exploring the system, you're looking for pirate treasure, pirate relics. You're seeing the world evolve in a way we haven't done before. I love that with the activities in the season, like we just man ist ja so wirklich ein Piraten dieser Season, der einfach herumgeht und Schätze sucht, währenddessen man der Aramis zerstört. We're not just a fantasy game or a sci-fi game, we're kind of a blend of both. We take inspiration when we say pirates, it's old world pirates that you would see traditionally back in the 17 and 1800s. We have like a flintlock pistol, we have an exotic fusion rifle that plays different than fusion rifles you've ever seen before. Okay. And just really leaning into that spirit of like the pirate adventure, and let's also make it so that new players coming in can actually get started. The gift of the Thunder Gods is a starter kit. It's a set of armor, it's a Thunderlord exotic weapon. So jump in, join your friends, set sail, become the captain and build. Man bekommt sogar am Anfang ein Geschenk, okay? King's 4 returns. Okay. Da, neue Arc. Solarfähigkeit. Wait, what? Nein, oder? Wird Oryx oder so wiederbelebt? Niemals im Leben, oder? Nicht Oryx, der Vater von Oryx. Doch, da ist er!
Was? Was? King's Fall. LOL. LOL, Junge, wie geil. King's aber einer der besten Add-ons in Destiny 1. And I'm thrilled that a whole new generation of Guardians will get to experience this refreshed and reloaded showdown with the Taken King. Ist wie so, wie die gläserne Kammer, das sie reingebracht haben. Jetzt das, Alter. Geil. Okay. Destiny is coming to the Epic Game Store today. Ach lol. Been an absolutely fabulous partner to work with. They love Destiny. And we are just huge fans of what they've been doing in the social game space. When we first started working with Epic, we sat down and talked about the impact that their games have had on us. And they had a bunch of the same stories for us. They shared stories about playing the Vault of Glass and how much they enjoy the social experiences in Destiny. And I got to talk about the Fortnite Chapter 1, Season 5, when my whole family was laser focused, taking turns in the island to unlock Drift. In addition to launching all of Destiny 2 on the Epic Game Store today, for the next week, if you download the game on Epic, we will give you the 30th anniversary for free. If you haven't earned your Galahorn yet, or you haven't played okay, man bekommt ein Add-on for free, wenn man es auf dem Epic Games installiert. You can jump in for free. We want to welcome all these new Guardians with a celebration. One that stretches a little further than the last city. Nein, oder? LOL, wait, what? Destiny 2 waren Vorgeist und Fortnite. Ah, Junge, ja geil. Einfach Ikora, die Exo Zavala. Da kann man einfach Jäger, Warlock. Okay, das ist geil, okay? Da muss ich einfach sagen, das ist geil. Ja, okay, ich hab's halt schon. A few years ago, we shared our plans for the Light and Darkness saga. This journey, years in the making, is coming to an end. Since we started charting our own course, we've been building this story across 5 years of expansions, since the first pyramid ship emerged in Shadowkeep and we first spoke to the darkness. Then, just beyond light, the Witch Queen, and coming up in Lightfall in the final shape, we're building towards a climactic collision between the powers of light and dark. We've also been working on the Destiny engine behind the scenes, preparing our technology and our game to last for many, many years to come. Because Destiny 2 is not going anywhere, and neither are your expansions. We want this story, since we first communed with the darkness on the moon, to be fully playable, start to finish. And we're happy to announce today that we are not planning to sunset any more expansions. LOL, okay. We want the Destiny universe to grow, and we're going to continue to do everything that we can behind the scenes to keep Planeten werden nicht mehr weggerackt. Und Add-ons werden nicht mehr weggerackt. Let's talk about today. The best day all year to jump into Destiny. Yes, because if you're looking to catch up, right now, all expansions are free to play for this entire week on every platform. LOL, okay, geil. So können die Leute einen Taste bekommen. And the Helm's got a set of supercharged art gear for anyone looking to catch up on the fun. Destiny is live on the Epic Game Store. You can download it for free, and you can get the 30th anniversary pack as your welcome gift. And if you liked what you saw about the future, right now, pre-orders for Lightfall are live on all platforms. And anyone who purchases the annual pass gets the exotic auto rifle Quicksilver Storm today. Today is a perfect day to play Destiny. So we'll see you in game. Ja, wir spielen jetzt gleich, ne? Das ist vorbei, was passiert jetzt? Ich glaube, das war gerade Kallus, oder nicht?
Ein Element. Okay. Aber das heißt, es ist echt ein neuer Raid drin. Alter, und dazu ein geiler. Junge. Das ist perfekt. Mehr kann ich dazu halt nicht sagen, ne? So traurig das auch klingt, es ist halt einfach perfekt. Ist jetzt vorbei? Wahrscheinlich, ne? Livestream seit 90 Minuten. Jo. Der Sound läuft noch. Keine Ahnung. Ich will halt nichts verpassen, so. Aber ich glaube nicht, dass sie so eine lange Endcard reinbringen. Doch, haben die. Hä? Showcase, hat schon begonnen. Da sieht man bei der Osiris einfach. Osiris ist auch so ein richtig geiler Charakter. Post-Show starting soon. Okay. Umso mehr ansehen, umso mehr tut's weh, das anzusehen, weil ich einfach zocken will. Ich will sehen, Arc 3.0, Junge. Let's go, Piraten. Die reden da, chillen so, ne, machen sich bereit. Da ist einfach ein Schwert, oder? Ne, ist eine Waffe. Destiny 2. Hier haben sie auch hier ein paar Computer. Ein Gameplay zu zeigen, den sie zocken oder was genau? Okay, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, da. Hey Guardians, and welcome to the Destiny 2 Showcase post-show. Oh, I hope you're having as much of a good time as we are, because it is so good to finally share all the things the teams have been working on so hard behind the scenes. We've got Arc 3.0, we've got Space Pirates, we finally have Drifters saying more than 2 words. Junge. Really cool stuff lined up. Before we get to that, I want to say what a pleasure it is to welcome to the stage the one, the only, D Flawless. Hey, how you doing, buddy? I'm doing great. Thanks for having me. It's such a blast to be here. Like you said, we got Pirates, we got Arc 3.0, we got Light, we got so much stuff to talk about. I can't wait to dive into it and just go over everything. Go ahead and give us your best Drifter impression. Go ahead. Pirates. Pirates. I love it. I love it. It's gonna be, we've got some deep dives with some of the developers that are responsible for the beautiful world of Destiny. Also ich liebe diese Kate 6 Figur. Live gameplay stream later on with some of the team as well, which is going to be a good time. It's gonna be fun. It's gonna be fun. Hopefully nothing crazy happens. No, we love crazy here. We're Bungie. Come on, let's go. Well, never mind. But speaking of deep dives, you actually have something coming up, right? I do. What you got? I got some members of the dev team here with me, and we're going to be talking about some of the new stuff that's coming to Destiny 2. What's going on, y'all? Howdy, How's it going? Thanks for joining us. What's going on? All right. So last time we did this was Shadowkeep, and Dado was here. And let's just address the elephant in the room. All right. There was a popular meme made,
And I don't have a notebook like Dado did. I have cards, okay? So you can't meme this. All right? Solid. We're safe. Nee. So good. Es wird irgendetwas passieren, hoffe ich. Awesome. Let's go around the table and let's have everyone introduce yourself. Let's start with this lovely gentleman to my left. Hey everybody, I'm Joe. I'm the game director. Joe Mama. Oh, hey everybody. Okay. I'm Dan. I'm the general manager for Destiny 2. Es muss doch wehtun, wenn man Joe heißt. I am the senior test lead for season 18 and season of Plunder, and yeah, excited to be here. Hi, I'm Kat. I'm the project lead for Destiny 2 expansions. Hi, I'm James Sai. I'm one of the creative directors on Destiny. Very nice, very nice. Thank you all so much for being here. So let's just kick it off. We're all just talking. We're all just having a good time. What are we most excited for? Neomuna. Neomuna? Yeah. Neomuna. It looks so good. Ich glaub schon, ne? That trailer. It looks so good. I'm very excited. I'm very excited. I think in general, like in Destiny, we've went to very different destinations. There are very nature ascendant, and I think I'm really excited to just see what a up to date, like super futuristic neon city looks like. And I'm very excited to just use the grapple on that. So, yeah. Grapple. Yeah, go. Yeah. Oh, I was gonna say the thing about Neomuna, it's really cool because, as Kat was saying, we've gone to a lot of like abandoned places, a lot of nature ascendant places that are falling apart or overrun. But Neomuna is like so die Menschheit, wo sie verlassen wurde. That the people believed in, and it was worth protecting. And it really embodies like the positivity and the hope and the optimism that runs at the core of a lot of what Destiny does. So it's a really cool place. I think I'm excited for how different it feels from where we've been before. What Kat and James were saying. I think last year the team was sent on a mission and we said, can you make a really cool swamp? And they're like, okay, yeah. And then they're like, okay, we've gotten really good at this like swamp making. I was like, great. Now make a city, right? Like now make like futuristic, like something that's never been done before in Destiny, where you feel like, minutes before you got there, it was functioning, right? Like people were thriving in this place, and that's just a place that we've never been before in Destiny. Absolutely. You guys killed it with the design. And did I see this correctly? Are we getting destructible environments in the game? So the game is like all about like blockbuster action, big fun sequences there. And yeah, there's definitely like some locations, some places where there's gonna be a lot of like things blowing up, a lot of visual flair. It's not like the kind of destructible, like dynamic destructible stuff where you're like gonna blow like a new path in the level and be able to like take a different route than you thought you could, but it really adds a lot to the mood and stuff to have like these things blowing up all over the place. It really complements the theme of the release. Yeah, I think for us it's about really highlighting some of those moments, right? You're gonna place the rally banner down and just a sea of Cabal or Vex is gonna pour out, and then suddenly glass is flying everywhere and brands are going right, and that's that moment that we want. And then they're like, okay. Yeah, I think I earned that, those 2 treasure chests for my encounter there. I'll be on my way. After all the explosions. Yeah. Right. I mean, that's the trick, right? Like, it's a war zone, right? Like, I know we've been at war, and I know we've been protecting the last city, but to Joe's point, we just spent, the last year in the swamp kind of playing detective. And this is, the battle is there. It's huge. It's larger than life. So there's things blowing up. There's the constant struggle. It's just a very different vibe. I'm super excited for the action of it. Who doesn't like blowing stuff up? Gute Frage. So we talked about a little bit. Tell us more about who we're going to be encountering on Neptune. Who are we fighting? Das waren doch die Kabal, oder nicht? Cabal. Yeah, I mean, I think the big thing is, the Witness has pulled in and sent Callus, right? You probably saw that concept of Callus's, in classic style, the big pyramid ship with his own sort of effigy crowned on it. And so there's going to be a lot of Cabal. And then there's also this sort of Vex undercurrent threat of Neomuna as well. And so that's an interesting thing that players will sort of discover, what they've been dealing with for the past. But on top of that, I mean, Callus is back, loaded up, really as a disciple of the Witness. And so is it really him? I could say with like 97% certainty. It's like Callus and not a robot. Okay. Yeah. But yeah, it's so cool because we've been seeing like a ton of stuff going on with like
Kaital and stuff in the past few seasons and things. And we're starting to explore like more of the backstory of like the Cabal, find out more about them as a combatant race. Haben wir. It's just really exciting to see that. Ja, wir wissen, dass die ihren Stadt down gegangen sind, dass sie deswegen hierher kamen. We're gonna find out like Und why he's, you know, signed das, on with the witness. What does he want? What does he hope to gain? Dass der Typ, der die letzte Stadt zerstört hat, weil der, wenn er die Stadt verteidigt hätte, dass sie vielleicht noch dort gewesen wären. Ja, okay. Ja, haben wir gesehen. Bin ich gespannt drauf. There's another unit of the pyramid coming with the Cabal, right? Yeah, yeah. We're gonna need some help, and that's what we call this the Tormentor, right? Those things look terrifying. What can you tell me about the Tormentors? I'm excited to go up against these. They are terrifying. They are terrifying. We can tell you that. Yeah, so the Tormentors are a new pyramid unit that will be joining the Cabal and the forces of the Witness this time around. And they're basically bosses in the battle arenas that you will encounter throughout Neomuna. They are, as you said, terrifying to fight against. They have different phases, and they're really like, scary mini bosses. Yeah. Okay. It's. I mean, we call them like terrifying Grim Reapers, and these things are awesome because they're like the first like pyramid units that are like in the core combatant sandbox. Da sie auch die gelbe Schulter hatte, denke ich mal, dass sie so funktionieren, dass du die Schulter abschießt, danach, wenn du alle weggemacht hast, sie angreifen kannst. A bunch of different ways they can hit you, right? They have like this like scythe thing we called them, you know, like I said, our terrifying Grim Reapers. So they throw these like scythe like projectiles at you. They can rush in and like, you know, like grab you and stuff, and it's just like it's a completely different. Was? Dich an? Okay. Fun kind of. Das habe ich noch nicht gesehen. Living up to their name. Yeah. Can't wait to get tormented by some tormentors. I like how terrifying Grim Reaper was the throwaway term. Like that's this is Grim Reaper, but worse. And we also have another new character type. What are we calling these Cloud Striders? What can we say about these guys? Friend, foe? Yeah. A little background on the story of Neomuna. So during the first collapse, there was basically a ship that was able to escape, and that's how the society in Neptune started, and how Neomuna as a city came to be. They basically have been preparing all these years to avoid the second collapse and make sure that all their citizens are safe. As part of that, there is this class of people who actually are volunteers. And it's a very different paradigm from what we know as the Guardians. The Guardians are basically chosen by the Traveler to defend humanity. With the Cloud Striders, they actually volunteer to go through a bunch of cyber enhancements and really be ready to protect the citizens in the city. And so that's a very heroic thing to do. And we're going to be able to discover more of their story and how they came to be. But also it comes with a cost, like they actually shorten their lifespan for about a decade as they are Cloud Striders. And so you basically have two at a time, one who's mentoring the next one, and we're going to see some of those things play out in Lightfall. Yeah. What I sort of love about the Cloud Striders is they sort of form this mirror for the Guardian in a bunch of ways. You know, we think of Guardians as the only heroes for the solar system, but the people of Neptune have come up with a different way. And you know, you take yourself as a Guardian, you know, this 6-foot mystic hero, and then you stand next to one of the Cloud Striders, and you're like, oh, I'm small. Yeah, and every one of the Cloud Striders looks like they're hitting the gym, you know, at night, and they have a very different approach to combat than our sort of like tactical view. Ja, aber die Hüte haben doch einen perfekten Körper, oder nicht? Den Körper wird doch perfekt erschaffen, so gut ich weiß. You have the Guardians, as Kat said, that were chosen, like, you know, chosen for immortality and but still for defense and protection, versus these Cloud Striders that opt in to shorten their own life, the antithesis of immortality, to sacrifice their mortality also to defend. And it's interesting to see, like, to explore how those two different societies play out and how they approach battle and how they approach combat. It's going to be really awesome to see it play out. That's awesome. So speaking of combat, we have a new energy type, Strand. Tell me everything about Strand. Okay. I want all the details. Grapple, what else do you Yeah. It's green. You saw it was green. Like, it's green. There you have it. That's the bulk of it.
Yeah, I think one of the interesting things for Strand, you know, is it's the first power where your guardian is the first person to ever encounter this. It's sort of a thing that you're learning about, and you have mentors that are helping you learn more about it, but you're really on the front lines of this sort of new. Heißt, die Leute in der Stadt helfen uns. Die sind freundlich gesinnt, glaube ich. And then I think how that gets, you know, translated into gameplay is this high mobility. We really love the thought of the cosmic web, right? Behind all of us, there's this web that connects everything. And Strain is about touching into that web. And that's why grapple can grapple anywhere, right? You don't need a point. The web is everywhere. You find the web and pull it towards you. And how the different classes sort of, you know, make this web come to life, I think is going to be really interesting for our players to discover over the next few months as we start talking more about it. And it's been something that we've been exploring on throughout the whole campaign, is also your Guardian's journey in discovering Strand, as Joe was saying, and how we can learn and utilize this new darkness power. Is part of the story that we're gonna go through with players, and so it's been really cool. As a Titan, I'm very excited about doing the Titan thing and actually hold Strand and have like a whole AOE. What's with all the punching? Whoa, they're claws! Excuse me. This is a refined punching. Gotcha. Okay. So yeah, super excited about Strand, and I think. Ja, die Tianen haben irgendwie Gefühl wieder die geilste Ulti bekommen, darauf bin ich wieder abgefuckt. Hallo, schießen jetzt irgendwelche Bälle. Junge, hier, ich geh weinen. That's really good for me, because as a hunter who regularly overextends himself into like every fight and is just like after 2 seconds like, I gotta get out of here, that grapple has saved my life a lot of times. Sweet. Can't wait to get my hands on the grapple. We also talked about the legendary campaign in the showcase. Is there anything new to the legendary campaign coming, or can we expect some of the classic rewards that we got last time with the getting us raid ready and things like that? Yeah, I think from a reward side, you know, we're following a really similar story. I think we're going to give you the awesome, you know, gear at the end of the campaign to get you up in that powerful band. We're going to let you choose one of the new exotics. This time we're making sure they have high stat rolls on them. But in addition, because you're unlocking Strand during all this, we're also going to give you a little bit of extra Strand currency. So if you do the legendary campaign, you're going to be able to earn 1 extra fragment right off the bat. But I think the difference is really less in the rewards and more in the campaign itself. If you look at the Witch Queen and what we did in the campaign of the Witch Queen, I sort of like to compare that to the Corrupted Strike, right? There's like a little bit of nuance, it's a little bit creepy, there's some mechanics going on, and you get to play with a little finesse, right? Each thing is a little bit surprising. Really what we're doing in Lightfall is like the Proving Ground Strike, right? You're like, hey, you want to shoot a lot of people, right? Like, do you want to get in there and fight just a ton of Cabal? I think the thing, we're going to have players go through the Legendary campaign, and when you get that wipe screen on an encounter, sometimes you see the report and you're like, whoa, how many? Did I do that? I think you're Joe, not many. Oh, shots fired. I mean, Legendary campaign has been such a joy to to bring into the Destiny universe the past couple of releases. Just getting back to that that smart combat that you you have to make choices. You can't just be James and rush in and then try and grapple your way out of trouble. You have to actually think about where you're going to stand, where you're going to aim, what your loadout is. How are you kitted out for this fight? And ja, aber dieses Loadout-System, das kann man ja, dass man direkt auswählen kann, das ist richtig cool. So much time thinking about all the different dimensions of the encounter, all the different ways that a player can pick it apart, and the different ways that they want players to be able to make progress in it or push back on the players. There's just so much loving handcrafted work that goes into designing these encounters. It's just been so much fun to watch. And honestly, just because I'm probably I'm definitely the most recent person to Bungie, I think seeing that, what James is just saying about the love that goes into crafting all these experiences, has been absolutely just fascinating and just endearing, honestly. As a huge Destiny fan, and now having the privilege of honestly working on my absolute favorite game in the world, it's
it's amazing to see how it all comes together. And sorry, I'm gonna stop or I'm gonna get emotional. Go. Good. Sure. Taylor, let's. What are you thinking about the strand abilities? What are you excited for in Lightfall? What are you thinking you want to jump into? I feel like most, except for James, we're all Titans here, right? No? Warlock. Wow. No. Okay. You know Listen, what? I've seen. There has to be. Warlock ist die coolste Reihe, okay, muss ich sagen. The biggest problem with being able to see the internal stuff is you see all the armor sets really early, and then you're like, okay, what class am I playing this time? Yeah. Especially the aesthetic. That is always all about the fashion and like how your abilities will like kind of mesh with. I'm all about aesthetic fashion, so it's nice to kind of, like fit that in with your subclasses. Fashion is the real end game, right? Oh yeah. So we love fashion, we love Destiny, we don't want it to end, but we've heard talk about the end of this light and dark saga. What does that mean? Is Destiny going away? No, Destiny's not going anywhere. I think the easiest way to think about the end of the Light and Dark saga is the end of a chapter in a much longer tale, a much longer book or series of books or something like that. Like, this is a Ich bin halt gespannt, was passiert ist, weil normalerweise denkt man so, okay, der Zeuge kommt, beschlagen wir jetzt die Dunkelheit oder schlägt die Dunkelheit das Licht? Was auch immer passiert, das soll doch das Ende sein, ne? Aber anscheinend nicht. Anscheinend halt echt nicht. Finde ich aber gut so. Irgendwie, aber auch irgendwie nicht, aber irgendwie auch gut so. Big creepy pyramids coming from space, and we want to make sure that we're always making good on those stories, right? We say, hey, you've been waiting for this. We're going to give it to you, and then we're going to go to a next chapter, and we're going to be able to move beyond that in the Destiny universe and talk about new, exciting ideas. Awesome. So Destiny is forever. You know what else is forever? Fortnite. Okay. Epic? What's going on? I mean, like, why wouldn't we want to be on Epic Game Store? Yeah. Right? I mean, one of the key pillars of Destiny that our ambitious goal that we try to hold ourselves to is we want to be able to play this game anywhere. Right? Like, and just Epic Game Store is such a huge step in that direction. There's so many amazing gamers that are over there on that platform. And we're big fans of Epic, we're big fans of all those games. We're super excited today to be able to bring. Ja, aber dass sie es auf Epic gebracht haben, wundert mich, dass das schon vorher kam. May not have experienced it before. Dazu ein Bundle geschenkt? Gönnt ihr euch. If you do go on Destiny, on Epic Game Store today and sign up, you do get the 30th anniversary pack that we launched last year for free. Wow. Forever. Wow. Und die Sache, die mit dieser Woche alle Packs frei, ne? Ich meine, ich habe alle Packs, ne? Kein mies Flex. There's some other things very exciting cool. that the community's been asking for a long time. LFG's coming into the game. You finally did it. Give me the story behind this. Yeah, I mean, Denjun just talked about it, how important it is for us, for the Destiny 2 team, to make sure that Destiny is like a social game and a game that like it's so easy to jump in and just like either play with your friends or find new friends to play with, right? And so LFG is really a step in that direction. And so making sure that we have a really good system in-game where you can jump into your favorite raid if your clan is not available for some reason, or you're actually looking for a clan, I think is going to bring a lot of those experiences to way more people than it currently does. And so it's super exciting that we'll be able to bring that in next year. I think one of the most exciting things about LFG is the way the team is approaching it, right? And they want to make sure we want a really stellar LFG tool in Destiny. And so, you know, what's coming first with Lightfall is this thing we call Guardian Ranks. And Guardian Ranks for us it's this journey from the absolute new light player all the way to a Grandmaster like PvE All-Star. And you can go through these ranks and it'll show you, hey, here's what you need to do next. Oh, you've mastered that? You should try some of this stuff. You should try learning about build crafting. Okay, you should try getting into dungeons. You should try getting into a little bit harder strikes. And we think of that as the base for LFG, because when you want to go to LFG, you want to know that the people that you're looking to build your dungeon team with, your trial team with, you want to know they're ready, right? And so Guardian Ranks really is this thing that you can say like, hey, I'm ready. Like I've done all the stuff that shows I'm ready for the raid. Yeah, and I think between Guardian Ranks and accommodations, we not only have the tools
that are hopefully going to say, hey, I know I can build a good raid team in this tool. We also have encouraging people to go down and say, hey, let's take this person on their first raid, right? Let's bring them up. Let's get them up to the next level of Guardian ranks. And so I'm really excited about how the social team is addressing all these things, because that's really important. We love this sort of unmatched made content in Destiny. We want to keep it challenging and engaging, but we also want to build those tools that are going to allow you to get into that content and say, oh yeah, I've done the raid, right? I've done the, I've gone and mastered some of the coolest content in Destiny. Yeah, I think there's like a lot of cool elements that, like Joe's talking about, where it's like, it's showing you what you need to do to, to progress, how to spend your time. Another property I really like about Guardian ranks is that as you move up, it forces you a little bit out of your comfort zone. It's getting you to try new things, to maybe do new things, like new activity types, to try and put yourself out there like a little more in terms of like, like the aspirational content, or trying to do some social things. To keep your growth and your journey in Destiny like moving forward at all times, and not falling into like the same patterns over and over. So there's a lot of just really cool effects having like a Guardian rank system that has on the player. Yeah, and one of the last things I think that we're really hoping the system can do is, Destiny can be an overwhelming game, not just for a new player to get into. Hey, there's so much stuff, what should I do? Also, you're taking a break and you're coming back. And we really want the Guardian ranks to be this place that you can go and say, what should I do? There's so much to do in Destiny. What should I do? And you can go say, okay, I should work on this. Wait, you're allowed to take breaks? You are allowed to take breaks. And I think this is a really important part of Guardian ranks, is that even if you have friends who are playing, but like you're coming back to the game, or you're brand new to the game, that's probably a place you can point them to, and it's like, why don't you just follow like this? And it's probably a great path for you to ramp up. Ach, das ist das Gjallarhorn, das sie dort hinten haben. And one of the really important things about building a game that's inherently social, and we want it to be, is to make sure that our Guardians are in their best behavior and are being super helpful to the community. And so commendations after every match-made activity is actually something that will be able to reflect that, where players will now be able to send commendations to each other and reward players for their good things that they did in the game. Either they were helpful, or like they were really good at PvP, or whatever it was. And so that system plugs into Guardian ranks, and I think it's going to be really a highlight of the system. Yeah, the once you get past all of the, hey, I've done all the content, there's a few Guardian ranks at the end that are all actually about that combination. Wow. It's all about saying, okay, you've proven that you can do all this. Now prove that you're a person that other people want to play with. And it doesn't always have to be that you're the most amazing raid leader. It can also be that, like, whoa, Kat's just like super dependable, right? She's got like a good attitude, and like you look at her lane in Vault of Glass, and you're like, yeah, it's handled, right? Like, and I can always count that like what's going on over there is on the up and up. Is there like a comic relief one for those of us who are really just good on chat? Yes. Good backpack. Yeah. Okay. Good at riding the backpack. That's right. Ja, ne? Was soll ich dazu sagen? Ist halt einfach entspannt. Put it in the game. All right. So Ist halt in vielen Hinsichten entspannt. Well, now season of the Plunder is here. Arc 3.0 is here. Jo. What do we have to say about Arc 3.0? There's so much cool stuff to get our hands on. Taylor, what do you think? Wer hat denn alles eine neue Ulti bekommen? Hat alle eine neue Ulti bekommen, oder war es nur die Jäger? And so like one of the things that is really cool about Arc 3.0 is you can bring in older Arc weapons that your favorites, minus Trinity Ghoul. Hatte mir ja dazu ein paar Videos privat angesehen, welche Arc-Weapons denn jetzt gut sein sollten, ne? Welche man nutzen soll, ne? I think we're really excited to see everyone playing with Arc 3.0, being able to, kind of build up and craft their own style, and seeing like what people come up with in the next few weeks. And I'm just really excited to see how everyone handles it. I'm really excited for like the Titan Thunderclap. I cannot wait for that. Titans get another one-shot ability. Ja, die Titanen bekommen halt viel zu viele gute Sachen. Ich find's so dumm. Come on, gib den Warlocks irgendwas. Hört auf, den Titanen zu buffen. Die sind viel zu OP.
arc staff, like I have like a whole another way to just like miss and like be totally ineffective with my super and get. Es ist voll overpowered. Level ist erst Titan, dann Jäger, dann Warlock. Warlocks have a cool new ability where they turn into a ball of lightning. Was? Obviously. Ach, die anderen Klassen haben doch eine andere Ulti bekommen. And so Dann bin ich umso mehr gespannt, ne? on the menu. How great is that? I mean, I'm excited for the people that love Blink. As someone that is You? constantly the victim of people that are in, you know, a PvE jumping puzzle, like, oh, don't worry, guys, I'm great at Blink. And then we're just sitting. Ja, aber die Jumping Puzzles, die Jump'n'Run etc. und das, die sind ja schon manchmal Abfuck, muss ich sagen. Zwar sehr gut gemacht und sehr interessant, aber halt auch schwierig, was es halt so, was es schwierig macht. Ich weiß, ich habe immer Probleme mit Warlock auf so dünnen Stäben zu fliegen. Beim Dungeon, Dualitätsdungeon, ich hatte so Probleme. Ja, und wie gesagt, ich finde das Piratenthema richtig cool. Ist richtig krass. Action, adventure, peril, yeah. A lot of that unknown on the open seas, and that felt like we could really cool. merge that into the Destiny universe and make it make sense, because there's always looming danger in the universe. Like, there's so much empty space, you don't know what's lurking out there, and I think it's also a really cool way that we can tap into some further stories about like Drifter and Spider and how they've had like run-ins with von Spider hat man ja eigentlich nichts mehr gehört gehabt, glaube ich. Also ich seit der Season 18 weiß ich zumindest. To them and some deeper dives into their personality and their characters. Yeah, pirate mystique is just a real thing, right? Like, and when you have, to Joe's point before, right? Like, we have our sphere good, triangle bad. Like, we have very clear images on what's on what side of the battle. Having something that is neither, having something that is that, like, you know, you don't really know where it's going to go and is uncertain, to use your words. I just think that's really exciting. It just adds a new dimension to the struggle and the conflict. And Pirates is really like, it's classic Destiny. The Fallen are spider pirates. Yep. It is time that we make good. When you say this is a fallen captain, you're like, a captain of what? And you're like, of that. And Aramis is back. You see that pirate ship back there? I mean, but that's Captain von einem Schiff zu sein ist aber auch richtig cool, oder nicht? Pirate ships are cooler. Like, it's always are. There's a cool. Also diese Idee, dass sie das überhaupt reingebracht haben, ich hätte niemals vorstellen können, dass sie überhaupt so ein Piratensystem in Destiny reinbringen, aber das ist so Space Piraten, einfach richtig cool. Do the full get up? Oh yeah, yeah. We as the fashion lover here, we get the hats. We get some slick coats. I am a Titan main, but I have to say the Warlock set is so cool. Ja, okay, das muss ich zustimmen. Die Warlock Ornamente etc. sind richtig geil. Die Rüstung etc. Captains or swashbucklers, and so you're seeing a lot of hats, you're seeing a lot of coats, a lot of like shiny buttons and like doodads that are just attached to your armor, and it's oh, I'm so excited. I am going to wear so much pirate. Vor allem, das gibt's auch wahrscheinlich neue Ornamente für die Neonstadt und so. So Neonkleider und so. Darauf bin ich auch hyped. We do get crewmates though. So okay. Did parrots survive the golden age? They're great. Someone call Julia. Hä? Okay. Pirates, you know. So we're looking good. We got our pirate gear on. What are we chasing after this season? A lot of loot. I was gonna say a lot of booty, but a lot of loot. A lot of booty. You heard it here first. So we have some. We really leaned into the pirate fantasy. So we have an activity called Catch Crash. Try saying that 3 times fast. It is a challenge. Catch Crash, okay. Essentially, you are having a shipboarding crew, and you launch yourself over to the enemy ship. You fight your way through to the lol. And then you
you know, beat Ist up ja geil. captain Ist ja chillig. and get that loot. And then we also have expeditions, and it is 3 different activities where you're kind of going, you know, plundering and finding treasure and glory. And then we also have hideouts, and those are 8 different activities where you go in and you are you know, getting rid of some scurvy dogs in those hideouts, and you're uncovering some long lost artifacts. So it is really kind of hitting home on that, like, you know, pirate adventure of like getting some lost, long lost loot, getting some glory, meeting some fighting and fortune in there. Mhm. Super cool. Es wird einen richtig geilen Loot dort auch geben, oder? We know we're gonna get some new story stuff this season. Ja, darauf freue ich mich am meisten. Auf neue Story. But the day-to-day gameplay loop of Destiny, what's coming to Strikes, Gambit, Crucible? What can we say about that? Ja, ist auch aber gut zu wissen. The good news today is that we've got Cathedral of Dust coming back to Destiny today. We've got, you know, a new PvP game mode coming soon this season called Eruption. Next season, we are hitting the old competitive playlist pretty hard. We're doing some matchmaking stuff, and on top of that, we're getting, you know, focusing engrams coming to shacks, which I think will be a pretty exciting thing. And then as we sort of get into season 20 in Lightfall, we're really turning our eye towards Zavala and the old Vanguard playlist, with focusing coming to him. We are refreshing some strikes, which is the first thing that we've done. This is not like an old strike coming in Destiny. It's a D2 strike that we look at and say, I think those could use a little bit of love. And like shadows. Yeah. So you may find out about some of those coming in, and then we've also got some really exciting changes just coming to Nightfall and stuff overall that we'll talk a little bit more. And then of course next year, you know, you should expect reprised PvP maps and new PvP maps coming as well. Yep. Sweet. So what else are you guys excited to talk about? I mean, one of the cool things from the trailer that we saw that we didn't get to touch on really, we've been talking about fashion, and the changes you guys made to the fashion interface was amazing. That's now coming to loadouts. Can we talk about that, so? Ich glaube schon, ne? I have a nice story to tell, because I remember interviewing for Bungie, and it was like, if you could add one thing to Destiny, what would that be? And I was like, loadouts. And everyone was just like looking at me, because again, I wasn't hired yet, and it was just like, And then, you know, as we saw, loadouts are coming. So it's very exciting. I think it's something that like every Destiny player has wanted to have in the game, and so I'm very excited that not only like you can have multiple builds, but also the fashion game is kind of introduced in part of that experience, and so it's going to be super cool to engage with. Yeah. Also worth mentioning that, like, much like some of the third-party apps that exist, the loadout system will be able to pull your gear from anywhere. So you don't have to make sure you're carrying all the right stuff. You can switch it up on the fly. You can pull from other characters. Perfekt. It's gonna be pretty big. Da muss man es nicht zum Beispiel von einem Titan, wenn man den Titan, eine Waffe beim Titan hat, rausnehmen ins Tresor, dann auf dem, vom Tresor auf dem Warlock. Handcrafted encounters in Lightfall. I think one of the things that I'm really excited about was, you know, playing through the legendary campaign of the Witch Queen. It could often feel like, hey, the tax of switching up what I'm using is so high. I'm just going to find one good build, and I'm going to hope that it lasts. And unless I hit a real roadblock, like we're going to keep sailing. You know, with all the light subclasses getting 3.0 and with loadouts and, you know, the manager coming along, I'm really excited for players to, you know, boot up Lightfall, set up all their different possibilities, and then go into these missions. And if they fail once, say, you know what, I think I should use Void for this, and then just press the button and be on their Void loadout, and then just hit that rally flag and be ready to go. That's super cool. It's super cool. And I think with all the synergies and mods that you now slot everywhere, I think it's such a time saver as well. Like it's much faster to get into the fun and like even strategize with if you're playing with a fire team and be like, how can we make sure that like we're all covering all the things that we need to cover for each encounter and each activity. So it's, yeah, super excited about it. Huge time saver. I'm so excited for that because my fire team takes way too long in the tower to like figure out what they're gonna set up and what they're doing, and it's like, you guys, let's just go. Like, so I'm very solar button.
Well, I'm really excited for content creators as well, because I think one thing that's been difficult, people will discover a great build and can be really hard to show off and to talk about. And this is just, hey, I just took a screenshot of one page, right? And here's everything you need to see on it, right? And then someone's like, oh, okay, I can set that up. I can call it the flawless loadout, right? That's great. I like that. I might use it. Yeah, no, that's a great feature that you guys have added. Ja. As a creator, Bin ein Fan von. guides, sharing builds with the community, being able to just share it on the fly like that, it's going to make a lot of people's lives a lot easier. You can just click of the button, switch to an all Strand loadout. So let's go back to Strand. All right, are we getting Strand everything? Strand weapons, Strand armor? Like what's? We're getting legendary and exotic Strand weapons, and I think that's all we can say. Yeah, without someone from the weapons team appearing from behind one of these photos and taking us out. They're in the building, they are. You're watching. Okay. One thing we haven't talked about though are the raids. So we have a new raid coming out this season. Well, new raid coming out this season, and then no one asked about Lightfall. I don't know. I'm like on edge over here. Yeah, we definitely have not talked about the raids, Kat. Yeah, tell me everything. Can't really say much. There's a raid. Yeah, I mean, raids are obviously like one of our. Ja, aber ich glaube nicht, dass die Leute sich da beschweren werden, dass es ein altes Raid ist halt. And so it's something that is coming for Lightfall. We'll have a brand new raid, a 6-man activity, as they've been. We're super excited about that, and we'll share more soon. And then I think the thing that also we'll stay pretty cryptic about, people know is coming, is that Season 19 there's a whole brand new dungeon coming out, right? Oh, and again... Ja, in Season 19 kommt ein neuen Dungeon, davon habe ich schon den Key. But I think that, we've been really happy with the amount of raids and dungeon content coming out this year. We really want to make sure, as Guardian ranks and LFG come along, there's always just like a girth of PvE in-game content for you to sink into. Yeah. Really nice. And we talked about the raid. I'm assuming the witness is going to be tied into that some kind of way. Can we talk anything about what we can expect from the witness? Are we finally going to learn more about what the witness's deal is? Ooh, I can take this one. Yes, we will. Okay. There you have it. Okay. Yes, we'll find out about the witness. All right. Anything else you're excited to share with us? Any insights from the team? Any tidbits you have for us? I think one thing we haven't talked about, James, I know you wanted to talk a little bit about the gear that's waiting for on the helm, and I wanted to talk about, today, right now, if you pre-order Lightfall, you get an exotic, and it's from Neptune. It's sort of used a little bit of this 3D printing, Cloud Runner, Cloud Strider technology in this thing we call Quicksilver Storm. And I think the weapons team has gone a little bit wild here, because it is somehow an auto rifle that shoots bullets, missiles, and grenades. Was? So Was? I'm excited to get my hands on that. Was? And then start. Raketen? Okay. Yep. If you pre-order. Pre-order. Yeah. And Lightfall pre-order. And the other thing Joe was mentioning, bringing players back into the fold in Destiny is always really, really important to us. And we know that, like, if you take a season off or you lapse for a little while, there can be a lot of work just to get back up to where you want to be. So, with this new season, you'll be able to go to Helm and grab like a chest that will catch you up now. So we're gonna have like a full set of gear in there, and it's gonna bring you up to the base power level for the season. We're also gonna have a special little exotic gift for you in there. So if you haven't gotten Thunderlord yet, now's your chance to grab that, and that's gonna pair nicely with Arc 3.0. I think what's really Ich hab schon Thunderlord, glaube ich, ne? Not just about the power level. The systems team went in and they said, what does a good set of gear look like for a Destiny player? And so they've set you up with some legendary weapons, some mods in your armor, some Thunderlord, right? Then we really wanted anyone to be able to wear this and to be able to go into some match-made Nightfalls, and people be like, oh, that's good. What you're wearing is good. And sort of had that confidence that as you get those better and better weapons, you have this baseline of like really just competent weapons and armor to go out and adventure in. So yeah, we got Thunderlord coming back, and probably a bunch of new Arc weapons are going to get a nice refresh with the new season. Any weapons in particular y'all are excited to play around with this season?
Like I said, I love my Trinity Ghoul. So Trinity Ghoul? Risk Runner? That's not going to be a problem at all. Risikoreich meinen Sie mit Risk Runner, ne? Sweet, sweet. Well, Season 8, Season of Plunder is live right now. You can play it. But that's it all. That's all our time. I just want to thank all of you for taking this time with me, going on this journey. But right now, we have a trailer. We've seen it already. Let's watch it again. It's the Lightfall trailer coming to you right now. Ja, okay, den haben wir aber schon gesehen. Come on, das brauchen wir nicht nochmal sehen. When they see this glorious end, Okay. they will come for us. Jo, da sieht man auch nochmal die neuen Waffen, wie gesagt. Haben wir schon gesehen, aber... Das finde ich halt am coolsten, wie Carlos sich einfach verändert hat. Let them come and see. Our shape reveal what they do then. Ich guck, vor mir sind halt die drei einfach. Sieht halt aus wie ein Jäger und zwei Titanen. Sieht halt so aus. Because only in the end are we free. Ne, ist ein Jäger, Titan und Warlock, ja. Was? Back, Andy. That was a lot of good stuff. A lot of good stuff, and you survived your first encounter with Joe's glorious mustache. I did it. I hope I wasn't staring too much. I mean, if you were, he can't see it over all that hair. It's fine. You're good. You're good. I really like what you guys were talking about, especially what you were going through with talking about Cloud Strider and Ark and Shran and Pirates. I can't wait. If anybody has seen the Pirates, you kind of look like Preston a little bit. It's a character. He's like, another settlement is waiting. And I'm like, I'm going to get my settler on. It's going to be awesome. It's going to be epic. I'm going to destroy enemies. It's going to, in the nicest way possible. Kindness destroy matters. them in the nicest way possible. Yeah, destroy them with love. You know the thing I like about Preston is his outfit. And I know you love outfits too. You're about to talk about some outfits? We're about to talk some outfits. I'm excited. Okay. I'm a big collector. If you don't know this about me, I have an entire shenanigans of collectible statues, replicas. I'm pretty sure I'm gonna die at a young age because I'm gonna die under hoarding. But it's really exciting. So like, I'm actually excited to go into the next segment because that's where we're actually talking with consumer products and getting our geek on. Yeah. I'll let you later. get to that. I'll catch you later. Dope. I will see you later. Hi, look at that outfit. I love it. Lol, diese Rüstung. So, lol, Junge. Good. I'm amped off of this showcase, man. Ah, lol, dann so noch Titanhelm. Dreams do. Was ist denn, what? Okay. Right? Facts. All right, before we go into this, because we're going to be talking about the Lightfall Collector's Edition, we're also giving away 10 Lightfall Collector's Editions because they're hefty boys. Giveaway? This giveaway is going to be, unfortunately, for North American audiences only. Okay. If you do win in the chat, we do the Twitch drops. Make sure you're in chat and engaging. And if you do win it and you're not in North America, that's fine. We'll get you a code. We'll set you up. We don't want anybody to feel left out. But enough about that, because I need to know. I need to know about this. This is epic. Warlock. I mean, I'm Titan main myself, but I do appreciate myself a good, powerful Warlock. I like it. What do you do here? Who the heck are you? And please explain the beauty that is your lock. Yeah, well, so who I am, I'm Ariel. I'm on the Bungie.net team. So pretty much anything that has to do with Companion, Twitch, the website, I've touched, looked at, Test engineer, okay. helped out with, made sure it's a nice place for all of our players and viewers to go to, and yeah, see everything about Destiny. But as far as like who I am wearing, I'm actually myself. I'm my Warlock in the game. I mean, I'm technically an Awoken,
but I didn't want to wear body paint. So we're just going to pretend that I'm actually a human. We're super pale, so I feel like we could just be like, no, it's just a light shader. Yeah, it's fine. It's just the lighting. Yeah. Yeah, I picked Wings of Sacred Dawn. This was like earlier in Destiny 2 because I really like throwing fiery swords at people. So I mean obviously. Yeah, and then I picked the Optimacy gear, mostly because of the helmet. I wanted to like murder a broom and just stick it on a helmet and then wear it around. And then apparently make like 160 buttons. I don't know, but I just really liked the whole thing together. So also Nebula Rose, best shader in my opinion. You're not wrong. You're not wrong. Amethyst Veil is a close second. Although I will say we've had some pretty cool shaders in the last, I'd say 6 months particularly. Like the team made some, that photo finish one, the bright lights. I'm just saying it's pretty epic. Junge, ich beende diesen Scheiß doch langsam, ich will zocken. You don't even need an introduction with that outfit, but like, let's hear it. Who are you wearing? I mean, I am our favorite shipwright, Amanda Holiday, queen of my heart. I love her so much. Yeah, I mean, she's a badass. She's, you know, the human who's like, I'm not a guardian, but I'm gonna run in and I've got your back the whole time. So I love her a lot. She's great, and yeah, I always want more Amanda love. It's awesome. And anybody watching too, it's kind of cool because a lot of people don't realize that the same person that voices Amanda Holiday is Kaidal. Oh yeah! And I always forget that. Right? Isn't that like wild? Like it's you're so small and you're so big, and I love both of you. Yeah. It's very confusing. And especially when like Amanda the whole time is like really pissed at Kaidal because she's still not over the Red War stuff. I mean, it's fascinating. I get it. If you think about it, you're like, you're talking, okay. It's fine. You know, we're here to make things not make sense. That's what we do. A little bit. That's the beauty of game creation is you can invent the rules while you go. I like it. But we are here to talk about the Collector's Edition. We're here to also just talk about like, we're all longtime Bungie fans. Collector's Edition. Is Bungie, what makes it so special is was that reden die we genau are the da? players, we're the fans first, and then we just make the game on the side. And I don't think any of us da stand irgendwas mit Pre-Order, ne? Geh mal kurz auf Steam. I remember too when we have new like items drop in the Bungie store, we're all like, well, we're broke. But it's fine, we're Ach doch, jetzt ist das Update draußen, okay. Ich lasse es laden, 7 GB. So I just want to dive into that with you guys, especially you, Lorraine, because you work with the Shopseite. products team and you really have a big hand in this. We're looking at the puka right now. We're finally answering the age-old question of what happened to that freaking fish, and so we have it. We're good. What else comes into the Lightfall Collector's Edition? Well, there's some lore, you know. But anyway, like besides this wonderful statue, anyway, the Collector's Edition is always this special thing, right? Like Hier, man kann Lightfall pre-ordern. It's a good way to introduce players into the new expansion. Yeah. But you know, it's always a good way to bridge. You know, giving context to what you're going to be doing when you start playing. Yes. Lightfall. Nice plug. I like it. Yeah, no, the puka. I've been dying to do something with the puka. And when it, you know. Ja, ich sehe es gerade. Man kann es pre-ordern. Destiny 2 Lightfall plus Jahrespass. Oder normal Destiny 2 Lightfall. 100 €, Alter. Uff. Aber es lohnt sich doch, oder? Oh my gosh. Yeah, no, what was your question? I mean, this is what happens when you get a bunch of nerds together. We get excited and then we lose track of thought. I just want to know what's in the Lightfall Collector's Edition. I know we've released it, or we revealed it earlier. There's a list somewhere. I didn't memorize it. I don't want to talk about that. I just want to talk about the pretty fish, okay? Well, we've got our lore books like we usually do. There are 3 lore books in there. We love lore. Yeah, and then you're gonna get to know about the puka and the relationship with the stranger. We're gonna see something of interview. Like, come on, when Osiris came out of Ja, man bekommt sozusagen. We're gonna see that. Einen neuen Raid, 2 Dungeons, Season 21, 23 und man bekommt die nächsten Pässe. Season 20, 21, 22, 23. Das sind die 4 Pässe, die man bekommt. I'm forgetting which one it is. Like it's Kaidal. Yeah. We're not gonna spoil it, but like apparently it's juicy by that one. It's good stuff. Yeah, it's good. I'm a sucker for good lore. It's good, and there are emblems and stuff like that. Yeah. Anyway, that's what's in there. That's great. Get it. Buy it. Buy 10.
I know I have to buy extra because my daughter wants it. So I mean, I want my own. Yeah. So I have to get extra one because my daughter wants one. And yeah, so no, my house is full of trophies. I don't think anybody's gonna judge you for having a bunch of pukas. If anything, they're gonna just be mad jealous. I mean, I have 4 penguins. As you should. Yeah. So. I don't see the problem. That's correct. You're saying thank this you. like it's That's a correct. negative. I'm sure Okay. it's positive. So when we're looking at this, Liz, one thing I really like, and this was the case with Witch Queen Collector's Edition too, is we kind of do weird collector's editions. We don't necessarily do what kind of everybody else does, and I like that because our game is very unique as well. Our players are very unique. So when looking at this is let's call it what it is. It's weird, but it's like pretty weird. Like you're weird, but you are weird. What goes into designing something like that? So again, like the collector's edition is really special. Okay. It's special to us in consumer products. Like it really it's the one place where we get to play with an actual experience. Yeah. We're not just gonna make a statue. Well, we did. I mean, we will just make a statue. But it had to be this one. I'm losing the train of thought. I'm just like staring at the shiny. It's hard. It's like a beacon. It's Gondor's calling for aid. The beacons are lit. Yeah. I know. Oh my gosh. What do you guys think? This like matches your guardian. It does. Yeah, we called each other this morning and we're like, yo, we got a match, okay? One of us has to change, okay? I have to change. Mr. Headset geht leer, König ist wieder zurück. Ja, aber wieder I'm da. gonna attach it to my shoulder when we leave. No one will expect anything. It's fine. It's fine. Don't worry about it. It looks We can totally make it fit. normal. There's a spot you could probably like hook it up into. There is. It's great. Easy. I love to, like, with the Witch Queen campaign, you had to get the moths, you had to find it, and we've done that before. We did it with the Callus bobbleheads, we did it with this, we did it with the penguins. I love it, don't get me wrong. I love it because it's cute, and I'm gonna buy like 10, and I'm gonna have no shame with that. But what was like, you know what, there's so many things we could do. We're gonna do this, and we're gonna make it spiffy. We're gonna make it pretty. What was that? Oh my gosh. So the moth is one of the first times where consumer products and our world team actually collaborated on something. You know, so for human settlements, you know, it's easy enough to get like human relatable things, you know, like a little figure, like a plush, that kind of thing. But for Hive, there's no like human connection in there. So what are you gonna do, right? But we've always seen the little fluffy things floating around. Yeah. But you know, what does that really look like? As they try to kill us. Yeah. I always die. Anytime I do well springs and I get hit with one of those, I'm like, I didn't die because of an enemy, I died because of a bug. Yeah, and so Ja, aber die machen auch Damage, Hälfte AP oder so. Mit einer Explosion. Frech sowas. Frech. It has to be cute. And it has to be cute, but it still has to feel like it belongs. And so it's kind of hard to do, thinking of cute, and then you're thinking of Hive. It doesn't really connect. But then we had to do the Hive-born plush too. I mean, I don't think I've ever pre-ordered anything faster. I mean, come on, like we have to find ways to make it lovable. There are just these aspects of the world that we all like, you know, we want, right? And in consumer products, we kind of tap into that. It stems from that love of the game, and we want to create beloved souvenirs, you know, these shared experiences. So it's all about that. I think and the reminders, like totems of like joy. Right, an experience. It's a trophy of your experience, but in a way that it's not like, good job, you did something. Congratulations. It's more like, this is cool. And then when people come over, one thing I love, because I have a lot of the helmet replicas that we sell, and like the Stein, the Guardians game Stein, I was so excited about that. And I love it too, because if anybody comes over and they see something like that, they're gonna be like, okay, why do you have why do you have a bug and why do I like it? And then you can actually like share your love of the game with them. And that's like such a cool connection point of just something random out in the wild to a game that, let's be honest, we're basically married to. So the just a little anecdote. So the box for the moth, beautiful moth. Das sind noch kleine Sauertuns, oder nicht? We gotta put a screenshot of the moth in the wild, right? Yes. I had Von der Raupe zum Schmetterling. And I'm standing in the pool where, you know, it's on the little plate. Yeah. And I was just following it around like, this has got to be the guy we're going to take a picture of to put on the box. And I'm just following it around. That's weirdly wholesome. I know. I love it. And I had to, like, you know, give instructions. Can you find the one in the pond? And then I need to hire a screenshot of that. Can you go there? You know,
you go up the long way in the throne world, and then it opens into this plaza. You don't know where it is. Or okay, I gotta jump into this tea. Yep. It's right here. Yep. One thing I like about this stuff like this too, and just connecting it back to your guys' cosplay is one, cosplay is just amazing. Oh, I'm pretty sure everybody can tell that Bungie loves cosplayers because we feature them all the time and we have them all the time, and it's amazing. But one thing I like about like the things like the Moth and the replica helmets and even the Nerf Gallahorn that we've got, which we're also giving one of those away, just saying, but we only have one to give away. It's pretty neat, just saying. And it goes with your costume. And the cool thing about the Gallahorn too and the weapons is they're what did this one specifically has to be toyetic. Toyetic. Okay, so for anybody that doesn't know, what is toyetic? It cannot be mistaken. Das hatte ich gesehen gehabt, das hat kostet irgendwie 120 €. Okay. Das ist ein Gallon. Ist aber auch cool so, ne? Damit kannst du richtig flexen, so kommt jemand vorbei mit einer Nerfgun, tja, hier habe ich einen Gallon, du, und so. Get wrecked. Yeah, so they introduced us to that word, and yeah, we're Du mit deiner scheiß Fortnite Nerfgun Pistole kannst du sonst wohin gehen. Hier ich habe eine fucking Raketenwerfer. Ich find's halt einfach geil, wie gesagt, was soll ich dazu sagen? It's great for us, for like when we want to go to conventions. Yes. Because then, you know, oh, I don't have to worry about being like, oh, is this a real thing? No, guys, it's a Nerf. It's a Nerf gun. Let me tell you about the time I took a real life-size Yolder's hammer to a convention. I had to walk down the street. Wait, what? Yes. Yeah. You're committed. You have to tell us everything. Like, you do get like really weird looks. Like, what is this? Oh yeah. Some people kind of look at me a little frightened, and then other people are like, "Well, that's a little too big to be realistic." But okay. Yeah, I got a lot of weird looks, but it's my favorite thing. Okay. But I didn't want to bring it. You should. I'm very disappointed in you, and I hope you know that. Chat, can we get some Fs, please? There's pictures on the internet. Like, I think I'm the only person that's in Yolder, so you can find Yolder's hammer. Yeah. No, I think it's gonna be. It's kind of interesting too, because when you go to see cosplayers in the conventions, it's amazing to see all of the things that they build themselves. And I'm lazy, I'm not gonna lie. So like the fact that I wouldn't have to build anything myself, as if I do cosplay. I'm talented enough to do cosplay. I can't even sew a button, it's fine. But I can do a ring, and that's one thing I did want to talk to you guys about, because in the Destiny 1, I love to raid, but I couldn't do it a whole lot because I was still active duty. And then Destiny 2, I didn't have a group, and I would look for groups sometimes, but usually I just stuck to the stuff that's geared towards solo players. But I remember when I did my first raid, like full completion in Destiny 2, I was so excited. And I usually don't like to like reminisce and be like, oh, remember that time I was a badass? But like the raid rings are a really cool way to do that. But I like the design of, we have the new redesign, because it looks very different than previous raid wings. And that's cool. I want to like wear a head on my finger. Yeah. Like, that sounds metal. It was, that was actually a really, really fun project for us to work on the CP team. So we have a really, really awesome partner called Rock Love. They do a ton of jewelry, and they're amazing. But Rock Love had come to us and they're like, hey, we're doing this really cool line of helmet pins. And we were like, oh, we're still trying to figure out what's the next raid ring, what are we gonna do? And they were like, well, we have these really cool helmet pins that we've just done, or helmet rings. And then we were like, what if we just made it Oryx's head? Is that possible? And she was like, that is an amazing idea. And we just went off to the races at that point. It was really cool. And we were like, how, like the fact that we can just put his head on a ring, it's just really cool. It sounds awesome. It sounds epic. And it does look super, super metal, which is like, yeah, it's like taking that model off, actually beheading. Oh my god! I remember when there was those conversations. Like coming out like, man, I'm gonna, like we're talking like, kill, you know, it's a head, and she's like, I'm gonna rip that thing off and put it on my hand. Let's go. But I mean, that's kind of what you had to do to get the whole thing done, because there, you know, we've got people who work with 3D models on our team, and they literally had to like yoink his little head off and then wrap it up. I love that. The wild things you have to do to like make things work in real life is kind of it's a challenge, but it's fun. Super challenging. With all the robots like Alexa and Google and stuff, it's like, sorry NSA, I'm just talking about work. I'm not talking about actually like beheading people. It's fine. The no context is
chef's kiss. Oh yeah, I love pair that it. with what cosplayers have to look Yeah. at, and then like what our job is, and like the How weird to stuff. look like you recently got killed. Oh, just like random stuff that we probably are like looking up to get like inspiration for products. Ja, aber es ist auch, die machen aber auch gute allein, die machen auch gutes Zeug, ne? Looking up on the internet, and I'm like, you know, it's sometimes you don't. Was sie machen ist ja nicht scheiße, was sie machen ist richtig krass. It's fine. I kind of got to ask too, because I know like you and I bonded over just not having any chill ever at all. And I really want to hear you guys, because like for me, I'm looking at everything that we've offered through the years at Bungie Store, and we have the Guardian Cup sign and things like that. It's just so different. I want to know if through the years of you buying merch, because we're fans, what's the one piece that you've bought through the years that just, it felt like it has a personal sentiment to you? Because like, for me, it would be that first raid ring, because that was the first time I felt like I earned something. Oh. Well, you know, I never got a raid ring, so that's definitely not going to be it. Oh. Es lädt? Fuck. Ja, gut. Was? I mean, and I've been a part of like the Bungie and Destiny community a very long time. I have like 16 years on Bungie.net. It's disgusting or amazing, I don't know, but there's a couple of things. Like first that comes to mind, it's kind of sad, but my favorite piece was the Warlock. I think they were rock glove, right? The earrings, but I can't find them now, so they're gone. But they were my favorite, and then I actually just bought the helmet, the Celestial Nighthawk helmet for my mom. Yes. Because we play Destiny together, and she's a warlock or a hunter. Sorry, she's a hunter, unfortunately. But so I bought it for her, and she was so excited. But if you could please put a warlock helmet in the shop, that would be great, because I don't want to make another one. I see you looking at me here. Yeah, so what about you? What's your? Geez. Ja, okay, das passt. Die reden über. Kind of think it's probably my DSC jacket. Wie ist es? Die reden jetzt halt über ne Cosmetics, die man auch so in IRL kaufen kann, in Real Life. Ja. Mal sehen, wie weit ist denn das Update? Ah, fuck, es dauert noch ein paar Minuten. Es tut weh. Ich helfe nochmal Steam, um das genauer anzusehen zu können. Ach, nicht? Ach, geil. Aua. So, Steam. Bibliothek, Destiny 2 ist zu 67% durch. 7 Minuten, was machen wir denn in 7 Minuten? Keine Ahnung. Müssen wir hier nachdenken. Dementsprechend dann halt, ne? Jo. %, Junge. Jo. Zuerst gespielt, heute. War ich heute auf Destiny 2? Ich glaube, ich war so heute um 0 Uhr oder so nochmal auf Destiny 2. Weil ich mir dachte, ey, kurz vor Release des Season will ich nochmal ein bisschen was zocken. Hab dann am Ende für gar nichts gezockt, weil es mir dann langweilig doch nicht mehr gezockt habe. Ich bin da, muss ich auch sagen, auf 247 Stunden. Ich habe irgendwie die letzten 2 Wochen 200 Stunden gezockt. Das tut natürlich weh. Da hast du nicht mehr viel Content nach 200 Stunden. Ja, ich glaube, erstmal hier auf Race. War es das? Jo, kann ich kurz nochmal auf Destiny 2 gehen. Spielzeit steht. Zuerst gespielt. 202 Stunden laut Razer. Laut Steam sind es 240. Nicht die Systembooster, Gamebooster Launcher. Favoriten, Destiny ist einfach Destiny als Favorit gestellt. Was zum Weg ist jetzt passiert? Schön, dass du mir FPS, aber ich will sagen, wie lange ich gespielt habe, die letzten 8 Tage oder so. Gönn mir, komm mal. Zeig mir, wo es ist.
Ich will's aber nicht. Es hasst mich. Am 21. habe ich mal gespielt, anscheinend. Am 20. anscheinend. Diese Grafik. Kann man runter hoch, kann man runter hoch, kann man runter hoch. Junge, was ist da passiert? So, ganz kurze Combat Crash und dann wieder laufen. Dann ja. Ja, was soll ich sagen? Dachte hier irgendwo gab es eine Anzeige. Von wie lange ich Spiele gespielt habe. Hä? Ist ja eine Frechheit. Ja, hab ein paar Spiele auf dem Computer gerade installiert. Ein paar, Jetzt die Frage, kann ich vielleicht irgendwo anders sehen? Ich glaube nicht, ne? Uff. Ja, 3 Minuten noch für den Update. Warum konnte man das Update nicht pre-installen? Also echt, das wäre doch gut gewesen, könnte man es pre-installen. Ich weiß, ich habe irgendwie ein paar Tage vor dem Release, also vor dem heutigen Tag, nochmal immer wieder reingeschaut, ob man das pre-installen kann, aber konnte man nicht. Das ist halt einfach so. Warum macht man das? Warum kann man Updates nicht pre-installen? Manche Spiele haben ja so eine Funktion, wo man Updates einfach pre-installen kann, sobald das Update dann draußen ist, bam, direkt losspielen. War hier leider nicht der Fall. Aber egal. 3 Minuten sind im Endeffekt auch nicht mehr so viel, ne? Ja, okay, wenn ihr jetzt wartet, bin ich gleich da, ne?
So, bin da. Auch passend zum Update. Live. Scheint ist noch nicht ready. Was mich wundert, weil da steht ready ist. Indirekt. Da. Jetzt. Jetzt ist es soweit, meine Damen und Herren. Ich aktiviere mal auch Game Capture als Screen. Mal sehen, ob das funktioniert mit Destiny. Weil das wäre gut. Sehr gut sogar. So, da ist es auch. Den Season 18 Pass haben wir. Habe ich. Weil ich mir da damals auch den Jahrespass geholt habe. Sozusagen alle Season Pässe mit dem Add-on. Akkus Fokus Update. Akkus Fokus wurde auf Fokus 3.0 System geupdatet. Du kannst jetzt zwischen Superfähigkeiten, Superfähigkeiten, Aspekten und Fragmenten wählen und dein Akkus Bild zu craften. Spielt Erweiterungen kostenlos. Spieler können bis zum 29. August die Erweiterung Fest in der Schatten, jenseits Licht und die Hexenkönigin kostenlos spielen. Tauchen in die Welt des Meer. Hinweis, den zweiten hier möglicherweise flackernde Muster und Bilder, die unangenehme Auswirkungen auf einige Menschen haben können, die dafür anfällig sind. Ach, ihr seht es nicht. Game Capture funktioniert doch nicht. Vielleicht, wenn es auf Vollbild ist, falls dies nicht auf Vollbild. Doch, ich hab's auf Vollbild. Ich war nicht dort, als mein Haus zerbrach. Die Überläufer versuchen dem feigen Miesrax und seinem unwürdigen Haus des Lichts an. Ich will es Windows... Hallo. Jetzt habe ich die Animation übersprungen. So eine dumme Scheiße. Navigator öffnen. Nicht Navigator öffnen. Hallo. Lass mich doch. Hä? Warum starte ich jetzt... Ich verstehe es nicht. So, Einstellung. Meine Lieferung für die letzte Stadt wurde von ein paar Schergen des Hauses der Erlösung bekommen. Du musst sofort dorthin, um die Lieferung So. etwas zu beschleunigen. Vollbefenster. Wir suchen, sobald du dort bist. Ich kann es dem Haus der Erlösung nicht. Ich will mal was schauen. Jo, da. Zaste das Grab. Rang 1. Akkus 3.0 Festival verloren. Königsfall. Gerade noch 11 Herausforderungen nur. Und direkt ein EP-Bonus von 20. Schön. Wir wurden anscheinend direkt in die Mission reingeworfen, ohne dass ich es wollte. Stimmt, ich habe gerade irgendwelche random Waffen ausgesucht. 1567. Ich finde es immer noch traurig, Spiel. Warum tue ich mir das an? Ach lol, mein Buff ist weg. Ich bin jetzt 64 anscheinend von 80. Okay, ich kann insgesamt 67 werden, glaube ich. Ja, ich sollte insgesamt 67 werden können. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass ich mein Artefakt nicht mehr habe. Ah, Arkuswaffe vor allem. Die Gefahr darin scheint vor uns vergraben. Okay, was macht die? Lass mal hin. Feuert aus der Hüfte eine breite horizontale Streuung ab, okay. Bei Todesschüssen mit dieser Waffe besteht die Chance, ionische Spuren zu erzeugen. Mächtige Feinde und feindliche Hüter erzeugen immer ionische Spuren. Okay. Wir könnten auch Thunderstorm mitnehmen eigentlich, ne? Müsste ich dann aus meinem Tresor holen ganz schnell. Sollte aber im Endeffekt kein Problem sein. Was ist denn Season Equip? Season Lichtausrüstung, Grenze. Haben wir eine neue? Ja, saisonale Powergrenze. Aktuelles Power 1560. Power Limit. Gibt es nicht saisonale Powergrenze 1580. Okay, es wurde von 1570 auf 1580 gebufft. Sehe schon.
Sieh schon. Kann ich das anballern? Keine Ahnung. Wie wär's, wenn wir uns kurz auch nochmal den Scheiß... Das hier uns ansehen. Ey, chillt mal eure Eier. Ich bin gerade beschäftigt mit dem neuen Loot. Ihr seid unwichtig. Okay. Hier haben wir schon gesehen gehabt. Direkt. Fragmente haben wir leider noch nicht. Ich muss ja dann bei Korra freischalten. Dann habe ich hier das und das. Sturmtrans, normalen Chaos-Spannung. Bei mir Sturmtrans aktiviert. Ich mag Sturmtrans nämlich mehr. Heilendes Rift, Schubleiten, Ballblitz oder Kettenblitz. Mag den Kettenblitz mehr, die Granaten. Gibt's jetzt neue. Fluxgranate, eine Granate, die ein Ziel haftet. Okay, so eine Haftgranate. Eine auf allen Oberflächen haftende Granate, die Blitze aussendet. Okay, ist auch gut. Eine Explosivgranate, die Ziele in der Nähe Schaden zufügt und sie blendet. Okay. Und eine Granate, die sich beim Aufschlagen teilt und mehrere Zielsuchprojektile entsteht. Okay, das ist auch cool. Gerade haben wir das hier. Sturmgranate, die finde ich gut. Und hier haben wir dann neue Sachen. Schlange. Ein elektrischer Aal, der zum Angriff bereit ist. Elektronen summen bei deiner Annäherung. Ein weiterer Vertrauter schließt sich deinen Reihen an. Verwende deinen Rift, um eine Arkusseele zu erzeugen, die auf Ziele vor dir schießt. Verbündete können durch deinen Rift gehen, um die eine Arkusseele zu erhalten. Dein Rift lädt sich schneller auf, wenn Verbündete in der Nähe sind. Während du verstärkt bist, während deine Arkusseele aufgeladen und erhalt eine erhöhte Feuerrate. Okay, das ist die Arkusseele, die will ich definitiv haben. Ein lang vergessenes Experiment, das seltsame Anhänger anzieht. Vergiss nicht, welchen Preis es forderte. Das Besiegen von Zielen mit Arkusfähigkeit oder dem Besiegen von aufgeschreckten oder geblendeten Zielen erzeugt eine ionische Spur und ein improvisierter Elektromagnet aus grob gewickelten Spulen. Du verdrängst und elektrisierst die Kräfte der Wirken in deinem Inneren. Okay, aktiviere beim Rutschen deine aufgeladene Nahkampffähigkeit, um die nach vorne zu teleportieren und Blitze abzuhalten. Das klingt so viel cooler. Fuck. Warte. Beim Rutschen, ne? Sehr wahrscheinlich muss es geladen sein, aber ja, man sieht schon, es lädt sich. Ja, genau, die Nahkampfangriff ändert sich dann sozusagen kurz. Schaut mal, sieht's an? Ja, genau, das ist kurz ein Vorne-Angriff. Okay, das finde ich cool. Das finde ich richtig geil. So, ihr könnt erstmal verrecken, hoffentlich. Ich mag diese Piste gar nicht. Komm schon, danke. Ey, yo, chillt eure Eier. Wartet. Geil, ja. Lieben wir. Okay, wohin muss ich? Nach da hinten, okay. Gut, gehen wir mal nach da hinten. Captain. Wie geht's, Captain? Hier mal ein Geschenk. Also ja, der Gegner sind immer noch kein Problem. Ist einfach ganz schnelles Ad-Clear. Nichts zu Besonderes. Aber wo sind wir hier? Ist die Frage. Sind das Spiders, Leute? Nope. Guess what? Ich hab Akkus. Get wrecked. Perfekt. Bam, get wrecked. Okay, verreckt, du auch. Danke. Du kannst ebenfalls sterben gehen. Ist die Startermission dann von dieser Kampagne. 2 Servitoren. Ja. 2 tote Servitoren wohl eher. Schaut euch an. Schaut euch an. Da. Bah.
Ich liebe diese Fähigkeit, Junge. Ja, okay, die ist geil. Okay. Sollte tot sein, ja. Dachte schon. Und was haben wir hier? Fracht inspizieren. Das ist doch ein Gefängnisteil. Ist das Spider? Ich bin im Geiste dabei, Boss. Ich hab den Hüter überzeugt, die eigentliche Rettung zu übernehmen. Du lässt zu, dass der Hüter mich so sieht? Sobald ich hier raus bin, müssen wir ein ernstes Wörtchen miteinander reden. Was das angeht, lass uns zuerst über unsere Gefahrenzulage sprechen. Was? Wir hatten eine Abmachung. Ich lasse mich nicht von einem billigen Erpresser ausnehmen. Kein Problem, Boss. Wir schicken dich einfach zurück in die Wirrbucht. Königin Mara hat ein stattliches Kopfgeld auf deine hässliche Visage ausgesetzt. Das könnte sich auszahlen. Weißt du was? Das Haus der Erlösung hat meine alte Catch beschlagnahmt. Wenn du dir den Weg dorthin erkämpfst, gehört sie dir. Meine Partner werden auf dem Weg dorthin zu dir stoßen. Okay. Sie mit und dann sind wir quitt. Hast du das gehört, Held? Wir haben ein neues Gefährt. Wir müssen es nur noch auf dem Schrottplatz abholen. Ja, das ist unser Schiff dann, ne? Das erwähnt wurde. Es wurde ja gesagt, dass wir unser eigenes Schiff bekommen, dann Piraten angreifen. Das ist dann unser Schiff, ne? Ich denke mal. Wurde ich gerade... Ja. Hallo. Aua. Während du dich in deinem Zwinger versteckt hast? Das Haus der Erlösung ordnet sich zusammen. Jemand hat wohl in ein Wespennest gestochen. Was? Okay. Sie sind auf der Suche nach etwas, das aus dem dunklen Zeitalter stammt. Klingt bedrohlich. Aber ich bin sicher, der Hüter wird damit fertig. Jo. Safe. Das sind dann Spiders Gefährte dann, ne? Jo. Spiders Gefährten. Das ist Halsix, einer meiner vertrauten Partner. Mit einem Drachengewehr ist er unschlagbar. Nützlich, wenn man festgenagelt wird. Nee, wir sind auf Europa, glaube ich. Also auf diesem Planeten. Get wrecked. So langsam sollte doch die fucking Teil fertig sein. Also echt. Was auch immer gerade da runterfällt. Ist das eine Leiche? Ne, ist irgendein Maschinenteil, keine Ahnung. Alright, dann gehen wir hier. Come on, verpisst euch doch nicht so. Da kämpft wieder irgendjemand. Und kämpft sehr wahrscheinlich wieder gegen Spiders Leute. Durchaus. Gerne helfe ich denen dabei. Schau's dir an. Ich bin anscheinend angreifbar von irgendwo.
Ja, wer auch immer da kommt, ist einfach tot. Wo lebt noch einer? Ach, da. Und da. Und da. Und natürlich muss noch ein Captain am Leben sein, was denn auch sonst. Okay. Du hattest recht, was diese Witzbolle vom Haus der Erlösung angeht. Die sind ganz schön aufgebracht. Wonach suchen sie nochmal? Relikte, irgendwelche Antiquitäten. Das klingt furchtbar esoterisch für so einen Haufen Dumpfbacken. Jemand anderes muss dahinter stecken. Das muss der große Macker sein, der das Kommando hat. Mach ihn platt, Held. Easy. Ach, come on. Okay. Okay, das war ein Rakettenblitz. Ist ja richtig gut, um Gegner zu clearen. Erstmal Rocket Launcher nachladen für die Servitoren, die gleich kommen. Direkt. Er ist ja wieder immun. Keine Servitoren. Der hat sich einfach so verpisst. Alright. Verstärkt. Bin aus irgendeinem Grund verstärkt. Alright, der erste ist dann. Kann ich gleich meine richtige Waffe nehmen. Das machst du nicht, mein Freund. Get wrecked. Get wrecked. 3 Servitoren. Mein Freund, das ist ja langsam frech, ist das. Okay. Ach, die Spiders Leute, geil. Die sind auch dabei. Ich habe meine Healing Rift nicht mehr. Ich bin so dumm. Ich habe gar nicht... Oh, ich bin so behindert. Ich habe gar nicht... Oh, nein. Ich habe gar nicht bemerkt, dass ich gerade... Mann. Erstens habe ich nicht bemerkt, dass das fucking nochmal... Wie ist es? Dass ich nicht respawnen kann. Zweitens habe ich nicht bemerkt, dass... Ja, ich bin so behindert. Ja, soll er das Kommando haben? Ich fick den dennoch. Erbärmlich ist der, genau. Hast richtig gesagt, mein Freund. Verreckt. Also echt. Okay, da ist er immun, er verpisst sich jetzt. Robuster Vandale gefickt. Okay, die sind down. Dann lass mich mal ganz schnell meine Waffen wechseln. Ich nehme jetzt einfach mal die und nehme dann die da hier. Ich weiß schon, oder? Ja, schon passt. Oder ne, wir nehmen die neue. Das ist ein Fusionsgewehr. Haben wir leider noch keine Munition zu, aber es kommt noch, sehr wahrscheinlich.
Alright. Da ist die Munition, die wir wollten. Ja. Ist gut. Ja, genau, deswegen ist sie gut, aber wegen dem Akkus-Leistung-Effekt. Down. Down. Schön. Bleibt nur noch ihn zu ficken. Dafür nehme ich einmal einen Raketenwerfer und spam ihn voll. Was? Wie schnell ist der da gerade gestorben? Da ist Alice, man sieht's. Sie ist nicht mehr eingefroren. Stattdessen sieht man diesen riesen Piratenschiff. Ich wette, das ist der Preis für ihre Freiheit. Boah, die müssen richtig wertvoll sein. Zum Glück haben wir ein sauberes Schiff und eine schmutzige Crew, mit der wir sie verfolgen können. Tu mir einen Gefallen, Hüter. Lass diesen Clown nicht meine Catch steuern. Komm schon, Spider. Ich werde sie wie meine eigene behandeln. Ach, das ist das Artefakt. Das macht mir Sorgen. Das Einzige, worüber du dir Sorgen machen solltest, ist der Empfang, der dich in der letzten Stadt erwartet. Auf geht's, Hüter. Impulsgewehr, Scoutgewehr, Automatikgewehre. Das klingt mir doch schon viel besser. Das klingt schon 10-mal besser. Tja, ne, durch die Entfernung der Artefakte. Ja, es ist Schmutz, ist das. Aber was packe ich denn rein? Jetzt habe ich die 6... Aha, fuck. Das ist die Anzahl alle Fähigkeiten, wenn die Klassfähigkeit in der Nähe von Zielen eingesetzt wird. Ein Finisher benutzt erhältst du einen Teil einer... Okay, was? Nächste Nachladenfähigkeit benötigt Zettel eine Superenergie. Finisher eine Waffe. Superenergie. Hier gehen wir hier rein. Damit einfach. Warum nicht? 3 Belastbarkeit bin ich hier reingegangen. Wie jetzt mit vielleicht Erholung, Intellekt. Intellekt würde ich auch gerne nehmen. Warte, es läuft eine Cutscene, oder? Ja. Vorsicht mit der Fracht, oder ich stutze dir persönlich die Flügel. Dann ist es wahr. Eramis hat sich befreit. Ihr Name hat noch immer Gewicht. Die alten Crews folgen nun ihren Befehlen. Die alten Crews. Ich habe von ihnen gelesen. Die Catchkiller und die Skiffblades, die... Wie nennen die Menschen sie? Piraten. Dass Eramis auftaut, heißt nichts Gutes. Und sie sucht irgendetwas. Aber das Glück ist ausnahmsweise auf unserer Seite. Dieses kleine Schmuckstück ist genau das, was wir brauchen. Was ist das? Der Zugang, kleine Schwester. Wer diesen Schlüssel hat, kann jede Tür öffnen. Falls du sie findest. Wir dürfen die alten Crews nicht unterschätzen. Die gesamte Vorhut muss diesen Verbrechern entgegentreten. Oh, das wird nicht leicht. Zavala bereitet sich auf Kalos nächsten Zug vor. Ikora hat ihre Verborgenen auf die Suche nach Eramis geschickt, aber sie halten sich versteckt. Dann bleiben nur wir. Vater, wir müssen tun, was in unserer Macht steht. Es gibt so viel interessantes Wissen, das wir von diesen Piraten erbeuten können. Sie könnten Antiquitäten der Zeit vor dem Wirbelwind besitzen. Aido, das ist ernster, als du annimmst. Das stimmt. Jo. Wir alle wissen, wie Der Vagabond ist halt immer noch der coolste von allen Charakteren. Nach K6. Und nach Osiris. Also, Ankerlicht. Wir sind bereit, dir zu folgen, Captain.
Alright. Haben wir nochmal 66er Boots bekommen anscheinend. Stimmt, Power Level sollte ja eigentlich, dadurch, dass es auf 1580 ist, geschenkter Donnerbegrenzt Angebot. Von Fernfällen, ihre Stimme wieder Donner, Reise zu Helm. Okay, dann bekommen wir jetzt bei der Helm. Lol, es ist wieder reingefallen. Lichtfall, was? Ja, vorbestellen. Das habe ich dann später vor. Bekommen wir diese Abzeichen. Und dann bekommt man auch noch die anderen Teile, den Key, den Lightfall Sparrow, okay. Ja. Das stelle ich mir vor, nicht jetzt. Machen wir später. Und dadurch ist eine neue Woche, sind auch alle Raids refreshed, alles allgemein refreshed. Und können wir weitere neue Spitzenausrüstung holen. Das ist ja mal Spitze. Genauso wie im Dungeon. Ne, kommt noch alles. Aber hier im Helm war es. Im Helm geschenkte Donnergötter, das können wir dort sammeln. Astralmeere, Beutetür ist eine neue Person, ist eine neue Quest. Ja. Checken wir uns erstmal um, wo wir uns gerade befinden. Und zwar bei den Gefallenen, die bei der Ruinen der Stadt wohnen. Lol. Wir kennen uns noch nicht. Ich bin Aido, vom Haus des Lichts. Misraks Kens Tochter, den du ja bereits kennst. Ja. Misraks und ich kennen uns gut. Ich kenne die Geschichten. Ach, wirklich? Hast du einen Titel? Ich weiß, wie sie dich nennen. Oh, ich habe so einiges. Kann ich glauben. Spider ist besser als Gefallener. Und die Tatsache, dass die Hüter deinen alten Herrn Mitrax nennen. Ja, einige können seinen Namen nicht aussprechen. Ja, es ist überraschend, womit sie zu kämpfen haben. Anwesende natürlich ausgenommen. Oh ja, dieser Hüter ist recht kompetent. Ich hoffe immer noch, dass ich helfen kann. Sehr mutig von dir, Aido. Was sagt dein Vater zu deinem Vorhaben? Es scheint, als hätten die alten Piratenbanden ihm ein wenig Angst eingejagt. Ja, er schien besorgt. Aber ich bin eine Schriftgelehrte. Ich muss unsere Geschichte festhalten. Tief in seinem Inneren ist er wie wir alle auf das Abenteuer gespannt. Ich bin hell auf... Ach, das ist Musik. Nun, kleine Schriftgelehrte, wenn du uns entschuldigen würdest. Der Hüter und ich haben etwas zu besprechen. Ja, sonst kill ich dich, du Scheißbasser. Piss dich. Du bist uncool, Spider ist cool. Möge das Licht uns Kraft geben. Misraks, du alter Scharlatan. Du hast ein wahres Kartenhaus errichtet. Level up, einfach so, geschenkt, for free, ja geil. Nee, nein, nicht. Frech. Hüter, lang ist's her. Kommt mir vor, als hätte ich erst gestern in der Wirrbucht mit Seraphit und Phasenglas gehandelt. Nun, ruhe friedlich am Busen des Reisenden. Komisch, wohin einen Schulden beim Vagabunden bringen können, oder? Aber die Einzelheiten meiner Rettung bleiben unser Geheimnis. Ja. Gerne. Nun denn, mir scheint, als hättest du vor, mit Eramis und den alten Crews die Klingen zu kreuzen. Misraks schien darüber nicht sehr erfreut. Ich frage mich, warum. Eins lass dir gesagt sein, mein Lieber.
Mein Schiff gehört dir, solange du Geheimnisse suchst. Okay. Ich denke, du hast das Zeug dazu. Zeig diesen Piraten, was passiert, wenn man Spider krumm kommt. Während du unterwegs bist, werde ich ein paar Utensilien besorgen, auf die kein angehender Captain verzichten kann. Nichts zu danken, Hüter. Okay. Nur bitte behalte meine ungeheure Großzügigkeit für dich. Verkauft er was? Was? Der verkauft nichts. Spider, was ist mit dir schief gelaufen? Warum verkaufst du nichts mehr? Okay. Ziel auf der Karte auf Helm, jetzt ist das hier. Kriegen wir auch eine Spitzenausrüstung, geil. Erstmal müssen wir mächtige Ausrüstung auswählen. Ich habe keinen Bock, die Spitzenausrüstung dafür zu verschwenden, um unser Power-Level so zu erhöhen, was auch schon längst die, wie heißt es, die mächtige Ausrüstung geben könnte. Ne? Soll Sinn machen. Ist das dann noch da? Ja, der Leviathan ist noch da. Gut. Dann schaue ich mir erstmal die Quests an, weil ich habe vor, die diesmal durchzuführen. Erhalte während einer Expedition geplünderte und Brr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 r
Werkstück vom Händler weit unter, wenn du weiter Prämien sammelst. Strategisch. Die sind der Aufwaschung, Krone des Leids, die sind daheim gesucht, ne? Hier ist das Geschenk, was die Entwickler uns einfach schenken. Was? Ich hab beide schon. Aua. Es gibt ja halt Full 1570er Rüstung, ich sehe schon. Damit... Dann brauchen wir ja noch nicht mal mächtige Ausrüstung. Alter, fick das. Zweimal dieselbe Exotik? Weiß ich ja nicht. Kann ich auch wegracken, die da? Weil das ist halt schon auf 8 hochgebufft worden. Mit Licht aufgeladen. Du kannst 2 zusätzliche Stapel mit Licht aufgeladen haben, bis zu einem Maximum von 5. Okay, ich sehe schon. Was ist das dabei? Milch auf der du schnellere mehrere Kämpfe, Automatik, werden Spur oder Maschine, zusätzliche Kabine, die Motor hält. Okay. Ich will aber hier das behalten. Dann können wir nämlich das mit der Automatik gewähren. Dann haben wir auch Schildbrecher für Automatikgewehre. Geil. Das ist doch schön. Wenn ich sowas sehe, bin ich happy. Und hier wollen wir eigentlich die Erholung haben. Heißt, wir müssen das schon Level upgraden, leider. 3 Verbesserungskerne. Es tut weh. Egal, Erholung. Nicht Erholung, Belastbarkeit meine ich. So, Belastbarkeit drauf. Das passt. Gut. Am Helm hat sie nicht viel geändert. Jo. Da habe ich ja anscheinend Intellekt war es, glaube ich, ausgewählt. Ja, Intellekt-Buff. Und dann kann ich erstmal meine gesamten Scheißwürfel benutzen. Ich habe nicht mal so viele. Ich gehe Wein. Ja, richtig gehört. Wein gehe ich. Aber egal, dann bin ich 1570 fürs Erste. Und damit bin ich glücklich. Mit 1570. Ja, damit bin ich durchaus glücklich. So, das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Und ja, das kann auch weg. Plus das da. Passt ja schon alles. Dann können wir Donnerlord nochmal mitnehmen, obwohl ich eigentlich Donnerlord schon habe. Und das hier. Das ist alles Arcus-Waffen. 3 Arcus, eine normale und eine... Ja, nee, 2 normale. Nee, eine Stasis. Hier mit den verschiedensten Teilen und natürlich, ne? Donnerlord hatte ich schon, wie gesagt. Aber hatte ich noch nicht auf 1570, deswegen nehme ich gerne. Da haben wir nochmal Granatenwerfer, falls wir irgendwas anderes auf 1570 hochballern wollen. Wie zum Beispiel Element, weil das würde ich gerne auf 1570 ballern. Hier auch nochmal zweimal 1570, dann werde ich das wahrscheinlich für die Waffe und dann nochmal für die Glaive. Keine Ahnung,
Für irgendetwas will ich sie nutzen. Große Reichweite, langsame Feuerrate und großer Schaden. Okay, wenn man das Schild hat, mit dieser Waffe Schild, ja, das ist gut. Und Synkobo und Rang hier, das sind beide Waffen, auf die ich keinen Bock habe. Gut, dann, ne? Postfach haben wir jetzt schon was liegen, wahrscheinlich dieses Upgrade-Teil. Jo. Und diese zwei. Beides Trash, was ich wegwerfen kann. Also wegrecken, nicht wegwerfen. So. So meine ich es natürlich. Ich habe ja gesehen gerade wie, ne? (1570er) Boots. Jo. Habe ich upgraded, passt. Dann haben wir hier einen neuen Kontakt. Sternrakete, interagieren. Und hier haben wir dann die Upgrade-Teile, die wir da freischalten können, ne? Jo. Kleines Schatz, Leuchtsignal. Okay. Beutezüge nehmen wir mal alle mit. Was gibt's? Da kann man hier nochmal Waffen formieren, falls man alles freigeschaltet hat. Und ja, wenn man das nötige Upgrade dann dazu hat, auch sehr wahrscheinlich. Gibt's hier noch was Geiles? Serbstück anscheinend. Aber sonst nichts? Okay. Scheint jetzt einmal fürs erste durch. Dann was bringen die? Impulsgewehr, Bogen, Arkus, Nahkampf, Solargranate, Kartenfragmente. Okay. Das ist ein neues. Pistole, Energiewaffe, herausfordernde Kämpfer und Solar. Und hier als Herausforderung, was sind die so Fähigkeiten? Catch-Crash-Aktivitäten abgeschlossene. Kanonen aktiviert, okay. Verdiene auf Europa fortschrittliche Beutezüge, Patrouille. Okay, auf Europa muss ich mir Sachen machen. Kalibrierung von Impulsgewehr, Bogen und Spurgewehren. Besiege Hüter in der Hexenkiste. Okay. Besiege gefallene Kämpfer Forward Play Strikes. Das sollte easy sein. Schließe Game-Matches ab. Für Siege gibt es Bonusfortschritte. Easy. Schließe wöchentlich Play-Sourcing. Easy. Relikt platziert. Bringe das erste Relikt in den Helm. In die Helm. Besiege außerdem Kämpfer auf Europa. Wenn du Kämpfer mit einem Fusionsskill besiege, erhältst du Bonus. Relikt platziert. Auf dem Helm Relikt platziert. Was? Keine Ahnung, was meint. Egal, wir sollen erstmal das da wegen der Mission abschließen. Cat's Crash können wir auch auf Großmeister abschließen, wenn wir 1600 Energie hätten. Ab 1600 Energie wäre es lohnenswert. Entschuldigt den Fehler. Ich würde sagen, dass erstmal Cat's Crash normal spielen, ne? Ist 6 Leute, ist es eine Spielersuche als Spielersuche? Ja, das hat's an, das hat's aus. Alright. Alright. Catch-Crash-Aktivitäten sollen wir 3 Mal machen, ne? Und Kanonen aktivieren 5 Mal. Was? Das war ein Triumph, oder nicht? Erhalte ein komplettes Träumerei Morgengrut, Rüstungsende der träumenden Stadt. Keine Ahnung, weil ich das jemals gemacht habe, oder so. Ich glaube, ich hätte auch einen neuen Bauplan freigeschaltet. Ach, gibt sogar neue. Ja, lol. Geil. Das hier. Kein Aufschub. Dann sind die anderen noch so teils verdeckt. Hier schon. Die andere Hälfte ist auch eine neue Waffe. Wenn wir die Raketen kalibriert haben, switchen wir mal auf Donnerlord. Ja, oder auf eins von beiden müssen wir dann auswählen. Die Qual der Wahl. Und wir sollten dann nochmal zum Turm schnell. Da, 6 Hüter.
müsste die Crew niedermetzeln. So, Push-Attack an. Also an, dann muss ich sozusagen die Taste drücken zum Reden, weil ich glaube nicht, dass jemand hier Bock auf mein Gelaber hat. Ne? Alright, aber alles in Level 0 wieder. Es gibt Leute, die Level 8 schon sind. Die haben wahrscheinlich das gesamte Teil geskippt. Ne? Das gesamte Video, Livestream. Das war ein Warlock-Fähigkeit. Das ist aktiv, oder? Jo, das war schon aktiv. Okay. Dann müssen wir wahrscheinlich da hinten zu den Boostern. Um uns rüber zu boosten. Jo. Da habe ich mich fast selber gefickt. Freche Aussage. Mitglied-Upgrade erforderlich, okay. Keine Ahnung warum oder was oder wieso. Alright. Alter, was? Wie viele Etherladen kamen da raus aus dem Spacko? Wohin müssen die? Okay, ich bin behindert. Da. Okay, okay. Junge. Der Anführer dieser Besatzung ist auf der Flucht. Nimm die Verfolgung auf.
Jetzt fuckt nicht ab. Boah, Junge, was waren das für Maschinen? Aber irgendwelche Akku-Schießmaschinen. Die auch immun sind, ja geil. Schild gehackt, was? Ach ja geil. Weg mit den Wichsern. Da sind sie wieder. Okay, okay. Junge. Okay, da halt nicht. Ob das so schlau ist. Wood. Ah, da halt. Okay, okay. Wie viele Servitoren sind das? Nein. Okay. Nächste Phase. Come on. Okay, der ist halt jetzt einfach tot. Ich überlege mir, unsere Catch etwas aufzuputzen. Vielleicht mit einem neuen Anstrich. Magst du Schlangen? Auf keinen Fall. Wehe, du verunstaltest meine Catch. Da. Dieses Kistendesign, ich dachte, das wäre ein Kopf. Ich dachte, das wäre ein Kopf. Gibt's hier was zu machen? Mission beendet. Bin ich gerade gestorben? Nee. Ich war nur runterfallen. Ja, war nicht der Beste. Big Goof. Artefaktfreischaltung. Geil. Erst einmal kann ich diesen dreckigen Raketenwerfer jetzt wegmachen, zum Glück. Stattdessen kommt dann nämlich
Der Granatenwerfer rein. Oder wir können Storm Chaser nehmen. Aber dann hätten wir 2 Fusionsgewehre, das macht auch keinen Sinn, ne? Reise durch die Sterne, entdecke vergessene Geheimnisse. Okay, führe deine Crew in die Schlacht, schnapp dir deine Beute. Okay. Hatte ich schon gesehen. Painted Kitsune, ritterliche Schwarz und ewige Rache jetzt erhältlich. Ach, die Fortnite-Skins. Schrotflinten fest eine merkwürdige betäubt. Schrotflinten, uff. Dazu sage ich nicht nein. Das kannst du aber glauben, dazu sage ich nicht nein. Ja, wir sollten eigentlich nur noch mal ganz schnell zum Turm. Season 18, da bekommen wir hier dann 3 Cubes. Hier haben wir das schon gemacht. Wir haben eine Kanone deaktiviert, weil ich einfach scheiße bin. Und Catch-Crash-Aktivität haben wir 2 abgeschlossen. Hier ist auch immer, wo ich auch immer ich die scheiß Relikt platzieren muss. Ja, und das ist wieder, ne, einfach das Simple sozusagen. Season der Heimgesuchten, Season der Auferstandenen. Habe ich alles gemacht, nur Season der Heimgesuchten fehlen mir noch die da. Season der Auferstandenen, oder was? Season der Plünderer. Season der... Was für eine Season? Season der Heimgesuchten. Season der Heimgesuchten habe ich da fast alle Missionen durchgemacht. Mir haben nur noch 11 gefehlt oder so. Warte, was gibt's eigentlich jetzt im Store? Dadurch, dass die anderen jetzt weg sind. Hier, genau, Fortnite. Einfach so ein Rift. Rift-Skin-Paket. Was ist das da? Konduktarkanal. Warlock Finisher, right? Euer Hüterpaket. Was? Was ist das für eines? Ja, nee, nicht meins. Ist auch okay. Das sieht cool. Das sieht geil aus. Zahnseide haben sie reingefügt. Ah, hier, geil. Okay. Blauer Emote. Ach, das ist da. Okay. Season-Angebote, da. Da sehen wir noch mal ein paar mehr Packs. Ein paar Ornamente, ein paar Finisher, Projektion. Und das sind die Teile, die reinkamen, neu. Fecht, Gruß. Ah. Ninja verschwinden. Okay. Ja, was soll ich sagen? Jetzt können wir mit der Person reden und haben noch mal was in der Poststelle. Und dann gehen wir gleich zum Turm. Weil der Turm ist der Turm. Der hat was sehr Schönes. Und zwar Banshee, an dem man diese Cubes kaufen kann. Weil dann grade ich meine Rüstung direkt auf 1570 hoch. Wäre nur noch das da und mit den Waffen passt. Größtenteils. Hallo, hallöchen, was hast du mir zu bieten? Kein Aufschub. Neue Mission. Ich dachte, die Elixni hätten die sinnlose Brutalität aufgegeben. Offenbar habe ich mich geirrt. Jo. Aramis ist erwacht und hat die alten Crews zu Hilfe gerufen. Leider liegt es an dir, sie aufzuhalten. Dafür benötigst du eine Sternenkarte und einen Kapitänsatlas. Spider hatte diese Antiquitäten in seiner Sammlung. Hatte. Nutze sie, wenn es sein muss,
Aber vergiss nicht, dass du ein vom Licht erwählter Hüter bist. Die Piraten, brutale Überbleibsel unserer Vergangenheit, sind es nicht. Eramis wollte nicht ohne Grund ein Bündnis mit ihnen. Sie kennen die Sterne besser als das Haus der Erlösung. Ich fürchte, Eramis könnte versuchen... Vergiss, was ich sagte. Suche den Kampf gegen diese Piraten und finde selbst die Wahrheit heraus. Okay. Was ist das da? Keine Ahnung. Jedenfalls, wir haben eine Mission erledigt gehabt, glaub, ne? Nein, haben wir nicht. Es waren... Ah, fuck. Es waren das da hier. Eins von den Teilen hier, ne? Ja, das da. Jo, geil. 6000 Punkte. Ist ja gelit. Weil bin ich entfernt? Wie viel? Es braucht also auch einfach gar keine Punkte. Einfach 55.000. Das ist rein theoretisch nichts. Nichts ist das. Alright, damit, dass wir das jetzt geklärt hätten, gehen wir nochmal ganz schnell zur Poststelle. Was habe ich verpasst? Bluthälse kann weg. Das dann nehme ich mit. Kein Aufschub. Dafür muss ich hier irgendwas wegrecken, ne? Das da kann weg. Und dann... Danke. Dann gehen wir mit den Zielorten auf den Turm. Alright, der gibt uns auch den Katalysator für die neuen Exotik, die wir bekommen haben. Junge. Gab es hier so ein Loadout-System jetzt irgendwie? Oder kommt es noch? Oder ist es hier? Nope. Ist es noch nicht mal. Traurig. Ich hätte es gerne jetzt schon gehabt. Turm, wir kommen. In der Poststelle brauchen wir nicht nachzuschauen. Haben wir irgendwas zum... Nee, oder? Nope, nope. Aber ich kann mir mal Verbesserungskerne holen. Warum nicht? Das Beste von Ausrüstung, Meister hat jede Woche eine begrenzte. Ja, okay. Schön. Dann geben wir diese Katalysator. Thank you. Und dann können wir erstmal hier so richtig fett einkaufen. Alright. Dann heißt es, das hier upgraden auf 1570. Dann heißt es, das hier upgraden auf 1570. Hallo. Danke. Dann das auf 1570 würde ich sagen. Und das hier noch auf 1570 hochballern. Somit sind wir auf Full 1570. Ist schön. Junge, was ist mit dem Typen los? Auf der Poststelle kurz nachchecken, ob die Waffe hier reingegangen ist. Nee, ist nicht. Alright, ist gut. Und damit haben wir auch das hier abgecheckt. Quests. Ja, stimmt, die Beute, den Beutenzug.
An den anderen arbeiten wir noch. Ja, passt schon. Zielorte. Helm. Nein, nicht der Turm. Helm. Warum habe ich jetzt... Ja, egal. Who knows? Who knows? Catch and Crash. Wie lange dauert jetzt die Season? 104 Tage. Verdammt viel. Beinahe schon viel zu viel, würde ich sagen. Ich habe Kartenfragmente und Schatzkoordinaten. Dann können wir eine Schatzkarte erstellen. Karte im Kapitän. Also okay, heißt wir müssen richtig viele Catch-Crash-Aktivitäten abschließen. Tut ja weh. Was für Belohnungen gibt's? Stimmt, habe ich gerne angesehen. Steinschloss, Raserei, Finisher. Ach lol, ein Finisher geschenkt, geil. Stimmt, gab's auch einen anderen Pass. So, zeig mal den Finisher, hallo. Kannst du auch zeigen? Egal. Dann hier irgendwas vom Event. Kartenfragmente, Bonus, okay. Was ist das da? Teleport-Effekt. Dann war dann Exogramm, dann Fahrzeug. Da wieder dieselbe Waffe, aber für Free-to-Play-Player, die dementsprechend. Dann Geist, der geil aussieht. Ja, dann glaube Ornamente, ne? Nee, das sind sogar Reife mit mehr Exogramme. Eine Emote. Dann noch mehr Exogramme und dann das Ornament. Mit einer Geste. Ach Gott, was ist das für ein... Nein! Ich brauche ganz schnell grüne Ammo. Keine Munition. Okay. 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 Weiter geht's.
Was? Ach, ich hab die... Ist halt dumm, wenn man die falsche Waffe hat. Soweit du drinnen bist, geh zur Kapitänskajüte. Meiner Erfahrung nach behalten die Captains die besten Stücke immer für sich selbst. Kein Wunder, dass sich deine Crew darum gerissen hat, für den Hüter zu arbeiten. Diese Servitoren haben die Informationen, die wir brauchen, um das Sicherheitssystem zu hacken. Vernichte sie! Okay. Fuck. Ich bin aber auch behindert. Perfekt. Mann. Ich komme da nicht ran. Okay. Sehr schön. Du befindest dich in der Nähe des Herzens des Schiffs, Hüter. Sichere die Kapitänskajüte und suche nach Hinweisen. Tempoverstärker, was? Darf man das, ja? Leider. Warum ist kein Kettenblitz? Nicht mal ein einziger. Diese Besatzung ist größer, als ich sie in Erinnerung habe. Ich hoffe, du hast noch Munition übrig, Hüter. Okay, okay. Immun, ja. Bist du spät, oder nicht? Alright. Kommt schon, wreckt die, zerstört die Schilder. Hallo, wer hat die Kanone? Wer hat die Dreckskanone? Alright, einer down.
Perfekt. Normalerweise wären diese Feindlinge schon längst abgehauen. Stattdessen versammeln sie sich auf dem Deck für einen letzten Verteidigungsversuch. Aramis muss überzeugender sein, als wir dachten. Okay, okay. Da hinten ist Spider-Schiff, das sehen wir jetzt nochmal. Menschenskinder. Er sollte eigentlich gar nicht hier sein, das ist das Dumme. Will mich ja nicht beschweren, aber es ist ein bisschen unfair. Wenn man hier im normalen Struggle, wie soll man das im fucking Großmeister schaffen? Nicht nur wie will man das schaffen, sondern wer wird sich das antun? Alright, fuck my life. An der Stelle. Mach halt absolut null Damage. Okay. Wir sind beide Kells. Behandelt das Haus der Erlösung so sein Volk? So wird das Haus der Erlösung der Gewalt ein Ende setzen, die uns seit dem Wirbelwind verfolgt. Wir sind nicht wegen des Wirbelwinds so geworden. Doch, das sind wir. Du bist zu jung, um dich daran zu erinnern. Aber deine Mutter wusste es. Geht sie einfach auf Mutter. Frech. Alright. Kann noch nicht während der Catch-Class spielen, ohne dass der Freibooter einen von ihnen zurückerobert. Okay. Schauen, haben wir das hinbekommen. Jetzt haben wir einen Beutezug, glaube ich, abgeschlossen, genau. Und sind Level 2. Mit einer weiteren Artefakt Freischaltung. 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 Oh, das brauche ich nicht. Verbesserte Scharfschützen und Scoutgewehren zielen. Das brauche ich jedenfalls nicht.
Fässer die Wirkung der Waffen ursprungsgerechter Haken und zu viel zu guten, keine Ahnung. Warum, wenn du Munition aufsammelt. Das könnte sich lohnen. Das juckt nicht. Wenn dann würden die da noch jucken. Das sollte darauf gehen. Weil eigentlich egal. 165.000, 80.000 ist jetzt schon das Doppelte, Alter. Tut doch weh, sowas zu sehen. Ich will mal Donnerlord testen, ne? Das heißt, ich testen, ich kenne schon, was es macht. Daher juckt es mich eigentlich nicht. Für die, die Donnerlord nicht wissen, was es macht, sozusagen, wenn du Gegner angreifst und du sie tötest, wird ein Blitz erzeugt. Der dann die Gegner, also wenn nach dem Tod des eines Gegners ein Blitz erzeugt. Der dann sozusagen andere in der Nähe ficken kann. Was also als andere Perks, die Länge der Abdruckdrübe, desto schneller und präziser schießt diese Waffe. Schaden betäubende Schlüssel. Jeder schnelle Kill mit dieser Waffe erhöht für kurze Zeit kontinuierliches Nachladetempo. Alright. Schön Mute. So, das ist dann das dritte Mal. Wenn es auch laden würde. Was war das gerade? Junge. Wo werde ich angeballert? Und hier. Was ist eine Stasiswaffe? Hier, ich kann euch nur kurz nochmal zeigen. Wenn ich auch treffen würde, da habt ihr es ganz kurz gesehen. Wir haben ihren Angriff abgewehrt. Lass uns fliehen, bevor es zu spät ist. Du musst noch eine Menge über Piraterie lernen. Wir sind nicht die Beute, wir sind die Jäger. Mal sehen, was für eine Beute diese Seeräuber hier herumliegen haben. Okay, okay. Setze Ihre Waffen gegen sie ein. So ist es besser.
Warum auch immer der immun ist. Okay. Ich bin sowas von tot. Boah, Junge, ist das dumm. Dieser Captain muss seine Beute an einem ruhigen Ort versteckt haben. Lass uns ein paar Köpfe einschlagen und herausfinden, wo genau sie versteckt ist. Hier anscheinend. Da hat der Blitz nochmal gefickt. Das Gute halt an diesem Blitz ist, dass du halt, wie soll ich sagen, nachdem du halt sozusagen diesen Blitz erschaffen... Ach Gott. Wer hat das aktiviert? Schmutz. Wenn dieser Blitz den anderen Gegner tötet, erzeugt er auch einen Blitz. Der dann auch nochmal andere Gegner tötet, dann auch nochmal einen Blitz erzeugt. So entsteht die ganze Zeit so eine Kettenreaktion mit der Waffe. Und du kannst so richtig viele Ads clearen, wenn du das gut benutzt. Okay, okay. Okay. Ich habe keine Muni mehr. Du musst noch eine Menge lernen, kleine Pate. Der Hüter scheut den Kampf nicht. Okay, okay. Nicht aktivieren. Danke, jetzt könnt ihr aktivieren.
So traurig, dass sie halt nicht durchkommen. Was sind das für Crew? Also kann ich Leute holen oder warum Crewmitglied-Upgrade erforderlich? Ich schätze mal, das sind Leute, die man dann holen kann, ne? Okay. Soll mir recht sein. Komm mal nicht ran. So dumm ist das. Hier alle einfach deren Ulti nutzen. Spider, hast du eigentlich auch Schlüpflinge? Ich verstehe. Junge, was schieben die hier rum? Steht euer Eier. ist halt so behindert. Juckt nicht. Triumph, da gab es was Neues, genau. Wie sieht es mit den Quests aus? Ein paar fast durch. Hier, geplünderte Umbralenergie 3, Schatztruhe. Erhalte während einer Expedition geplünderte Umbralenergie aus Bonustruhen. Habe ich. Aber keine Schatztruhe geöffnet. Hier fehlt mir eine Kanone. Hier, also auf Europa muss ich das machen, ne? 3 einzigartige saisonale Waffen muss ich haben. Schließe wöchentliche Playlist-Herausforderungen ab. Okay, eine Kanone, dann sind wir erstmal durch in erster Linie und einen Bauplan sollte ich ja freigeschaltet haben, glaube ich, ne? Ich meine, ich hätte eins gerade freigeschaltet. Ja, anscheinend nicht. Anscheinend bin ich behindert.
Okay. Alright, durch. Okay, okay. Okay, dann halt nicht. Wir haben ihren Angriff abgewehrt. Lass uns fliehen, bevor es zu spät ist. Du musst noch eine Menge über Piraterie lernen. Wir sind Jo. nicht die Beute, wir sind die Jäger. Mal sehen, was für eine Beute diese Seeräuber hier herumliegen haben. Perfekt. Alter. Okay, okay. Down ist er. Junge. Boah, ist das nervig, wenn du auf irgendwas zielst, aber es mir gestorben ist, bevor du überhaupt fertig bist mit dem Zielen. Boah, der Arme. So, da ist die neue Jäger-Ulti, by the way.
Habt ihr die ganz kurz gesehen? Okay, okay. Vom wie immer Arkus überall alles wegfickt. Okay. Nein, ich bin so behindert. Gedragt. Genauso wie ich. Das Schiff ist wurde auf dem Oberdeck gesichtet. Ich schlage vor, dass du ihn umgehst. Du musst noch eine Menge lernen, kleine Krabbe. Der Hüter scheut den Kampf nicht. Okay, okay. Diesmal ist das Teil auch sinnvoll platziert. Erstmal alle abgefuckt mit dem einen Teil. Ach, da hatte ich ja schon mal den Teil gefickt. Nope. Passt. Okay, mehr brauche ich auch nicht machen. Eine musikalische Tradition der Menschen. Oh, wie interessant. Ah, ja, okay.
Der sammelt viel zu schnell Punkte, das Teil hier. Also echt viel zu schnell einfach. Und gerade anscheinend 2 Schlüssel aktiviert, keine Ahnung. Okay. Okay. Exotics, habe ich eine neue? Ach ja, stimmt, die wir vom Battle Pass Stufe 1. Hier, zarter Grab. Waffen. Da oben. Rüstung. Was? Ach, der Helm, okay. Mods habe ich ein paar bekommen, habe ich selber gesehen. Stapelweise und okay. Und Überladene. Clan Level 1. Wir haben 500 von 100.000 MP für das erste Level. So, von 30, 65. 3 und dann die 7. Ich wollte nicht. Ach, scheiß drauf. Hat jetzt nicht so viel EP gebracht, aber ich nehm's. Ein halber Level ist besser als kein Level. Leuten langsam, weil nicht sicher diese scheiß Teile kommen. Jo, da. Wie oft habe ich wohl Spiders Lakaien mit Gegnern verwechselt? Viel zu oft. Okay. Okay. Der eine ist halt schon Level 10. Ach Gott, der Scheiß.
gäbe es denn noch Lagertanks? Da. Okay. Okay. Warum war der Typ immun? Ach, der ist abgehauen, das war er ja. Komm schon, lass mich bewegen, hallo. Alright, soll der letzte sein fürs erste. Alright. Ach Junge, was ist das für ein Scheiß? Ich schlage Granaten als Dankeschön vor. Ei, Freibeuter. Ist ja mein Schwand.
treffe die halt so safe niemals mit den Scheiß. Jetzt schon wieder immun, Junge. Was machen die ja? Die ficken den ja richtig. Okay. Wie sehr ich dir auf die Nerven gehe. Trotzdem meldest du dich wieder bei mir. Pass bloß auf, Ratte. Es ist immer die gleiche Geschichte. Junge. Entspannt. Ich liebe es mir immer, wenn Leute vor mir sind, die mich einfach selbst wegzuschreien. Das ist einfach das Lustigste. Ah, Junge. Ne, was soll ich dazu noch sagen? Kaum schlecht was noch dazu zu sagen. Junge. Ich breche das mal ab. Relikt platziert. Yay. Ich habe einfach nichts von der anderen gemacht. Bis dann nur auf das da hier und das da hier. Und ich beides keine Ahnung wie. Relikt platziert und Schatztruhen geöffnet. Okay, und das da bringe das erste Relikt in die Helme. Irgendwo im Helm. Und by the way, wir haben das, was wir abgeben können. Was uns direkt Stufe 4 gemacht hat. Geil. Nice. Dann können wir zum Helm. Weil wir dann anscheinend irgendwo ein Relikt platzieren müssen. Hier muss ich noch Catch Crash, Spitze oder schießt Catch Crash die auf der Schwierigkeit Großmeister ab. Ah, okay, Großmeister muss ich es machen. Verstehe. Um die Spitzenausrüstung zu bekommen. Ja. Spitzenausrüstung. 15, 69, 71. Da hatte ich schon jemand. Okay. 75. Wood. 70 mit 5 plus. Jetzt schon, Alter. Was? Der Typ. Wie? Wie hat er jetzt schon 5 plus? Wie hab ich denn plus? 3. Junge. Ich bin Level 4, hab 3 plus, er hat schon 5. Junge. Was ist das? Aber schon immer so ein komisches Gefühl, dass wenn du wie ist das neue Season startet und auf einmal bist du Lichtlevel niedriger als davor. Das sollte ich wahrscheinlich annehmen, oder? Saisonales Erbstück. Also ja, verwende Spuren des Grauens, Quellen im ganzen System zu sammeln. Dieser Gegenstand kann jederzeit. Okay. Anscheinend war es aber auch nicht.
Nee, Relikt platziert. Was für ein Relikt platziert? Was ist das? Nee, das sind nur die Abbilder von Carlos, die man sammeln sollte, ne? Ja. Das hat eher weniger damit zu tun. Dann Relikt. Junge, ich bin so confused. Was für ein Relikt? Vielleicht hier hinten? Habt ihr hier hinten irgendein scheiß Relikt? Nope, alright. Kein Relikt für mich. Also ja, gesagt für den Helm ja eigentlich, weil wir sollen ein Relikt platzieren. Vielleicht hier hinten? Das sieht ein bisschen... Ist das aus? Nee. Kann ich nur interagieren? Ich bin schon Rang 6. Uff. Was war das für eins? 70, Alter. Come on. Gönn doch. Waffen zum Wegwerfen. Geil. Was ist das da? Kleiner Schatz, Leuchtsignal, legendär, Rang 7. Mir fehlen noch richtig viel für diese Aufgabe. Kapitänslast. Ein abgenutzter Atlas, der dazu dient, die Lage für versteckte Reichtümer aufzuzeichnen und Reisen mit einer Crew zu planen. Heißt, ich brauche noch 5 Kartenfragmente, was nicht so schwer sein sollte, und Schatzkoordinaten sind aber das Schwierige, ne? Weil hier Schatzkoordinaten und Fragmente, davon haben wir irgendwie 10 bekommen, wenn wir fertig waren, ne? Und davon aber 5 nur bekommen. Warum auch immer wir jetzt aber mehr haben, egal, ich frag's nicht. Ich kann echt nur damit interagieren. Irgendwo hier muss ich ein Relikt hinterlassen. Ah, ich check's. Ach lol, ich bin so behindert. Ich check's. Aber erstmal suchen wir Leute für Catch Crash Großmeister, okay? Ich glaube erstmal, um kurz zu sagen, was es ist. Ich glaube, er meint damit, wir sollten ja eigentlich in dieser Season, laut ja der Videos, laut dem Livestream, sammeln wir ja Artefakte. Oder aka Relikte. Und ich glaube, das meint's. Es will, dass wir ein Relikt sammeln und es dann hierher bringen. Das, okay. Zumindest gehe ich mal davon aus. Es ist sehr wahrscheinlich, das da, okay? Sehr, sehr wahrscheinlich. Wirklich sehr, 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 sehr wahrscheinlich, das da. Okay, dann erstmal Leute suchen für Großmeister. Das wird nicht so schwer wahrscheinlich. Bin ich ehrlich. Okay, dafür erstmal auf die Destiny 2 App. Dann Einsatztrupps. Dann Catch Crash, Season 18. Eine Clan-Nachricht haben wir bekommen. Ein Clan-Chat. Ach, Einladung. Wir brauchen Großmeister, nicht. Was ist das? Ja, Spiel. Frech. Okay, kann ja auch nicht joinen, weil... Was? Da stand aber gerade mein Name. Jo. Ja. Geil. Wurde eingeladen. Hier in dem Menü war's.
Bitte warte, während du mit deinem Einsatztrupp verbunden wirst. Einsatztrupp, go brrr. Was? Was? Why? Warum wurde ich rausgeworfen? Frech. Instantly. Ich war sogar... Hä? Okay. Versteh's nicht. Versteh's aber nicht. I not to understand. Warum wurde ich rausgeschmissen? Egal, dann schauen wir woanders. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Ja, ich bin glaube wieder in einem Teil drin. Hoffentlich. Falsches Teil. Okay, schön. Schön, dass es geklappt hat. Mutig 3. Der Freibeuter Eier ist der Captain eines gegnerischen Piraten, den du den Catch angehört hast, okay. Sobald du Crew mit dir angehört hast, kannst du dich herbeirufen, wenn du die Catch aktivieren in der Season, okay. Du triffst auf Kämpfer mit Arc Solar. Da wird deaktiv. Hallo, kann die Scheiße auch mal starten, ne? Behindert. Einfach nur noch behindert. Vielleicht geht es auch einfach nicht. Warte mal. Vielleicht das ist Fehler. Helm. Catch Crash. Großmeister. Ja. Bei mir geht's nicht. Deswegen. Uff. Piratenversteck ab und entdecke, was Eramis aufzuschließen versucht. Heißt, ich muss es erstmal normal spielen. Ah, okay. Das erste Piratenversteck. Ja, heißt es für uns erstmal wieder richtig auf diese Scheiße machen, bis wir 150 hatten, oder ne? Es war, glaube ich, 150. Gehen wir kurz auf Quests, nicht auf diese Quests hier. 325, Alter, ich gehe weinen. Kapitänssatz. So eine Schatzkarte zusammenstellen. Was zum Fick? Und Leute haben das jetzt schon durch. Leute haben das bis jetzt schon gemacht. Hier, man muss sagen, die hatten vielleicht ein wenig mehr Zeit, aber jetzt schon. Ich gehe ja weinen, Alter. Aber was soll das? Geben die Beutezüge diese Kristalle? Das wird erklären, warum wir viele haben, nämlich EP plus. Ist ja absolut Trash. Junge. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier 5 und 6.
Okay. Also recht interessante Forschungszwecke. Aua. Okay. 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 Wir müssen herausfinden, wo die Crew ihren Schatz versteckt hat. Durchsuche die Kapitänskajüte nach Hinweisen.
Junge. Behindert. Junge, behindert. Behindert, einfach behindert, einfach behindert. Warum nehmen Leute diese Dreckskanone, die keine Ahnung davon haben, was sie machen? Danke. Auch auf der anderen Seite, ne? Was? Ach, ich hab... Versammeln Sie sich auf dem Deck für einen letzten Verteidigungsversuch. Aramis muss überzeugender sein als wir dachten. Okay.
Okay. Ja, deine Mom. Ist einfach die Secret Lore dahinter. Junge. Behindert einfach. Plus 3 Licht. Verbessert die Wirkung der Waffen auf Ursprungsversehenträger und Hot Swap, okay. Gewährt Klassenfähigkeit, wenn du Schaden mit deiner Nachangriff bewegst. Gut. Da. Und hier. Gehen wir ganz schnell auf die Quest. Da sehen wir 50 von 50. Wir nur noch die 700, die 325 Schatzkoordinaten, was nicht einfach wird. Karte, schau dir in deinem Quest-Menü die Details des Kapitänsattlers an. Setze dort mit Hilfe von Kartenfragmente und Schatzkoordinaten eine Schatzkarte wieder zusammen. Finde Kartenfragmente. Schatzkoordinaten in den schmelzige Game Matches. Ach, ich soll Metze spielen damit. Ach, dann ist das ja dumm. Ah, Mann. Fuck my life. Ja, nachdem hören wir auf. Egal. Weißt du, gibt ja auch wenig EP im Endeffekt. Season 18. Wir sind bei fast 4,5. Da wären wir fast 5. Aber auch nur fast. 6, 7, 8. Vielleicht sehen wir mal den Finisher nach Jahren. Steinschlossraserei. Was macht er dann? Ich kann mir den Finisher irgendwie nicht vorstellen. Ach, ist aber so eine Knarre, ja geil. Okay.
uns fliehen, bevor es zu spät ist. Du musst noch eine Menge über Piraterie lernen. Wir sind nicht die Beute, wir sind die Jäger. Mal sehen, was für eine Beute diese Seeräuber hier herumliegen haben. Junge. All right. Ich bin in meiner Ulti gestorben, ich bin so behindert. Okay. Und pass auf, dass sie nicht die ganze Beute einsammeln. Dass er nicht immun war, Alter. Was für ein Wunder. Nein, der Typ hat's aktiviert. Was für ein Behindertenkindi. Warum aktiviert man's? Gehen wir by the way auch gleich mal zu Spider und check mal die Lage bei Spider ab, ob er vielleicht jetzt was hat. Alright. Das ist einfach kein Crit, ich verstehe es nicht. Warum nur Crit? Was? Noch wo? Ach ja, da hinten. Come on. Get wrecked.
spiele ich gerade mit Leuten, die das zum allerersten Mal machen? Was ist das? Normalerweise wären diese Feindlinge schon längst abgehauen. Stattdessen versammeln sie sich auf dem Deck für einen letzten Verteidigungsversuch. Eramis muss überzeugender sein, als wir dachten. Okay. Dann gehen wir nämlich hier weiter. Wie eigentlich fast immer. Warum haben wir diese... Das ist ein bisschen verbuggt anscheinend noch. No, du dumm... Kann ich noch... Jo, okay. Okay. Come on, lass mich schießen. Das war kein Verschlüsseln, sondern die Daten wurden einfach nur unwiederbringlich beschädigt. Ich fing gerade an, Besseres von dir zu erwarten. Habe ich dich falsch eingeschätzt? Weißt du, Mondschlau, ich werde aus dir nicht schlau. Das ist nicht ungewöhnlich. Du meinst immer, wie sehr ich dir auf die Nerven gehe. Trotzdem meldest du dich wieder bei mir. Pass bloß auf, Ratte. Es ist immer die gleiche Geschichte. Warum sollten wir eigentlich das gesamte Gold und so bekommen? Okay, zurück zum Orbit. Wir wollten Game zocken, das stimmt. Game. Sollte ich vielleicht ein bisschen andere Waffen nehmen? Ich frage dann, was nehmen wir? Ich würde sagen Lorenzantrieb.
Dann nehmen wir hier einfach mein Schwert. Und das passt so. Normalerweise würde ich hier Element nehmen natürlich. Haben wir hier in dem Fall nicht. Was halt einfach Big Oof ist, dass wir das nicht haben. Verdammung. Nee, den da. Badabum, badabam. Sind wir wieder auf 73. Hey. Wir brauchen noch so. Wir haben insgesamt 225.000 müssen wir da holen. Die 125.000. Es ist so traurig, wie viel EP du brauchst, um ein Lichtlevel zu steigen, wie wenig du brauchst, um einen Artefaktpunkt freizuschalten. Und es gibt mehr Lichtlevel als Artefakte. Also als Artefaktpunkte. Da. Haben wir eine neue Waffe freigeschaltet anscheinend. Da oben. Nee. Okay, behindert. Alright. Und wie sieht's aus? Gehen wir los? Durchaus. 14,5 Aiden, was hast du in deinem Leben gemacht? Stimmt, es ist ja nicht mal alle auf... Ach lol! Dieses Geschenk mit, wo alles 15,70 ist, war ja im Endeffekt ja nur ein Geschenk, das nur die Leute bekommen haben, die den Season Pass hatten. Okay, das ist traurig. Plus die Leute haben das Artefakt nicht. Ohne Hintergrundsound? Ohne Hintergrundsound ist das ja 10-mal geiler. Alright, wieder Game bezocken, gar kein Bock. Boah, bin ich behindert. Wenigstens nur 3 Partikel verloren, nicht Schlimmes. Verkraftbar. Endlich. Lass es. Greif die doch nicht an. Es juckt doch nicht. Es juckt doch nicht. Alright, das hat gerade richtig gefickt, Alter. Gut. Ich habe einfach 15 wieder. Die verlieren Partikel. Yes. Total lol. Wir haben es jetzt schon. Oder besser, wir haben es erst jetzt. Hihihi. Nobby. Okay, jetzt haben die das Spiel umgedreht mit Partikel verlieren. Wegen noch nicht mal 15er Viecher verlieren wir Partikel. Ist das euer Ernst?
Fickt euch doch. Ich bin gerade dabei. Boah, wollt ihr mich... Ich schwör bei Gott... Warum? Ich hab meine... Ich hasse es. Ich hasse das. Wood? Ach, ich war gerade geblendet wahrscheinlich von dem Spacko. Ist der Typ behindert? Natürlich muss der eine jetzt weg. Okay, ich bin dumm. Egal, ich habe den scheiß Teil full gehealt. Und deren Zeit gefickt. Zum Glück. Es wären 3, es hätten 3 sein können. Ich sag ehrlich, es hätten 3 sein können. Are you... Egal, 2 noch gefickt. Und der eine hatte ja seine Ulti genutzt, ich habe ihn gefickt. So ein Lappen. Ihr sollt doch gemerkt haben, dass ich weiß, wo die, dass die wissen, dass, ja, wo ich bin. Sollte doch etwas sein, was die gemerkt haben. Der Typ checkt nicht, dass er neben ihm ist, oder? Ich bin auch so behindert, aber fick mein Leben. Junge, was soll dieses Gamebit-Match? Literally trash, dieses Gamebit-Match.
Okay, den einen habe ich zumindest noch gefickt. Wo sind denn die alle anderen hin? Das habe ich nicht verstanden. Ne? Die sind irgendwie irgendwo nach unten gegangen, sind... Und dann keine Ahnung mehr, was mit dem passiert ist. Ja, wenn ein Eindringling Armbarsch ist, am besten, was du machen kannst, ist einfach, alle gehen sterben. So dumm das auch klingt, dass du das Beste, was du machen kannst. Kill, heilt, Uhrzeit. Mit Rocket Launcher? Sein Ernst? Der spielt fucking Rocket Launcher in Gamebit. Da. Fuck. Ich bin behindert. Es hätte nicht sein müssen. Es hätte wirklich nicht sein müssen, so, ne? Was? Dem sein Ernst? Ich hatte gerade meine Ulti, ich wollte ihn ficken. Ach, ich kann mich jetzt auch noch teleportieren. Neben dem... Okay. Ist ja mal geil. Ein Kill ist halt gar nichts. Erst recht, weil sie jetzt in der Damage Phase sind, deren Uhrzeit so lange drin war. Fuck. Ja, es hat's gewonnen. Ja, fuck. GG's. Ja, 40 von hier, Junge. Was ist das für ein Scheiß? Erklärt's mir. Erklärt's mir. In der Hauptmission, in dem fucking Season-Mission bekommen wir 5. Hier in Game mit 40. Kann mir jemand das erklären? Natürlich haben die anderen das schon, wenn man hier in Game mit 40 bekommt. Fucking nochmal 40. Was soll der Scheiß? Und ich denke mir, wie haben die das schon hinbekommen? Ja, obviously. Da sind hier 325 fast gar nichts mehr. Wie weit sind wir denn? 120, jo. Fehlen noch 205. Das sind, lass mich nachdenken, 40, 5, 40, 6, 4, 6, 8, 24. Es sind so circa, das sind 6 Mal. Die Juden halten 6 Mal. Muss ja schon aber auch ein Bug sein, dass man den Sound hier nicht hört. Wollt ihr sehen, gegen wen ihr heute kämpft? Die Schar! Nimm ein Schwert mit! Das wird dir bestimmt gefallen. Die Schar macht dir keine Angst, was? Du hast einen ihrer Götter auf dem Gewissen. Oder 2. Bereit machen für den Teleport. Jag ein paar Feinde, Bruder. Pack ihre Partikel in... Auf dem Gewiss haben wir Oryx, Savatun, wie ist es? Der eine König, ihr wisst schon. Oryx Vater sozusagen. Den haben wir auf dem Gewiss. Dann haben wir so einen Wurmgott auf dem Gewiss, glaube ich. Alright.
Hallo, frech. Okay, okay. Hallo. Leute, Mitte. Schön. Ach, noch einer. Die haben 4 Stück reingeballert. Die haben 4 fucking Stück reingeballert. Einfach so aus dem Nichts. Hier ballern 4 Stück. Ach, fucking Partikel voll, ja klar. Jetzt gönnt uns doch mal eine Pause. Hallo. Was soll denn das? Wie schnell sind die in der Lage, fucking Partikel abzugeben? Okay. Alright, wir können... Wohl hätte ich halt einen mehr, wäre das so viel besser. Fuck. Ich hätte das so viel besser machen, wäre ich da nicht satt gewesen, hätte ich die einfach, hätte ich sicherlich noch, ich glaube, safe 3, vielleicht sogar 4. Junge, schieß doch einfach auf die... Lol. Ja, ich hab's versucht. Ja, okay, wir haben verloren. Was, warum machen die kein Damage? Ach, jetzt. Jetzt ist der Damage.
Egal, im Endeffekt geht es mir ja nur um die Punkte. Gab's auch nicht eine Quest? Die hieß Gambit zocken, ja. 13,5 pro Match, also am Prozent. So, Gambit. Spiel nur weil ich Rang 3 erreicht habe, heißt es noch lange nicht, dass sich die Belohnung abzuholen lohnt. Erst ab späteren. Okay, das war vielleicht dumm, egal. Ich bin einfach plus 3 an Licht, aber plus 5 an Artefakt. Ist so traurig. Und Quest, wie weit sind wir? Liebe Quest. Jo. Ach Gott, ich sehe was sehr dumm ist. What? Geil, alle 1500. Jetzt schade, dass nicht alle insgesamt 1570 sind. Aber ist ja nicht schlimm. Licht macht hier glaube ich nicht so viel aus. Auf dem Feld. Entspannt. Zeigt eure draufgängerische Seite. Das letzte Mal, als ich die Wex bekämpfte, ist meine Crew durch eins ihrer Tornetzwerke. Nur ich überlebte. Der Teleport ist aktiv. Sichern und laden. Jo, ich wusste es. Hallo? Was? Wait, what? Der hat mich gewone-shottet. Der hat mich literally... Okay. Okay. Als erstes abzugeben ist eigentlich so dumm in diesem Spiel. Die Schlucht, alright. Okay, wait, die wollen abgeben. Doch, die wollen abgeben.
Gut. Hätte sich das auch geklärt. Mir fehlen literally 2, come on. Lass ich mir nicht gefallen. Das Portal ist bereit. Du hast gerade einen großen Blocker auf deine Mithüter losgelassen. Kann sie schreien hören. Feinde nähern sich dem Depot. Dein Teammitglied geht als Eindringling auf die andere Seite. Die haben den Blocker etc. geklärt. Heißt das, die wollen eigentlich ablegen, oder? Aber die haben halt nicht so viel zum Abgeben. Das macht keinen Sinn. Junge, was für Hurensöhne. Der Rest doch nicht mal. Der Rest noch nicht mal. Was ist das? Junge, Schmutz. Abschaum. Komm on, es kann nicht so lange dauern. Wir müssen weiter. Hier Schwert ran und rein. Oder ich brauche noch nicht mal ein Schwert in diesem Fall. Gib doch ab. Hier hinten, schön. Wo chillt der Typ? Okay. Nice, nice, nice. Was für eine Ausbeute. Ich verspreche dir, dass ich diese Partikel gut nutze. Das ist so traurig.
Bin jetzt schon bei 6 Punkten, aber nur 3 fucking Teile. Habe ich jetzt nicht was bekommen? Also was Gutes, was Spitzenausrüstung mäßiges. Jo, da 71er Boots. Nicht gerade das Beste, aber ich nimm's. Hätte gerne 73er Boots gesehen. Okay, okay. Du. Der Hohn ist im Anmarsch. Alright. Hab gehört, dass der Hohn von den Toten zurückkommen kann. Macht uns zu natürlichen Feinden. Bereit machen für den Teleport. Erledige die Gegner. Hol dir die Partikel, dann ab in die Bank damit. Dass der jetzt wirklich ganz außen herum geht. So als ob das schneller wäre. Alright, okay, das war ein bisschen schneller. Entschuldige ich mich ja schon. Du Kleiner. Hat mich meine Grenade da gerettet, Alter. Ich schwör bei Gott. Der einzige Grund, warum du ein Game verlieren kannst beim Hohn. Da war gerade noch eins. Junge, diese kleinen Hurenzünder. Andere Seite. Willst du mich ficken? Spiel, was soll das? Ihr habt nicht wirklich es hinbekommen, mir so viele Pakete, das ist noch nicht mal 15. Alter, Junge. So, jetzt habe ich 15, egal. Du verlierst Partikel, Bruder. Mach die Blocker fertig. Euer Eindringling ist erwischt worden. 2 Kills konnte er landen. Hey, ihr verliert Partikel. Mach die Blocker kalt. Eindringling auf dem Feld. Großer Blocker statten den Gegner einen Besuch. Spaß. Feinde nähern sich der Kommandokette. Tja, der war einfach nur dumm. Weiter geht die Jagd. Hochrangiges Ziel neutralisiert. Brauchen nicht mehr viel für einen Urzeitler. Ja, Leute, geht zur Bank. Geht
zu fucking bang und gebt ab, ihr fucking Hurensöhne. Was? Okay. Der Typ ist ja mal interessant. Habe ich mich gerade sehr... Dem sein Scheiß Ernst. Ich schwöre bei Gott, ich fick euch. Ihr erbärmlichen Stück Scheiße. Ist dem seine... Das ist dem Typen sein Ernst, oder? Weiter geht die Jagd nicht mehr, es ist jetzt vorbei. Vorbei ist es. Nicht bald, er segnet jetzt das gleiche fucking zeitliche. Bam! Ich schwör bei Gott, Hurensöhne. Schau dir die ganzen Partikel an. Wie schön die funkeln. Heute ist für dich Zahltag. Du, 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 du. Du, 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 du. Junge, Junge. Fast schon Level 6. Dann haben wir fast die Leute, die wir vor einer Stunde gesehen haben, noch nicht ansatzweise überholt. Die waren irgendwie Level 9 schon, ne? Aber größter Flex. Wer schafft es in der Season zuallererst eine zweistellige Zahl zu erreichen? Wer zuallererst eine dreistellige? Alright, letzter Wunsch müsste ich machen, dafür Key Farming, zerbrochener Throne, Ewigkeit, jo. Warum macht das markiert ist? Ach, deswegen. Da der Reflexion, wöchentliche Mission, der Urquelle Angriff, Vox Obscura, Alter der Reflexion, Erhaltung. Der Raid gibt keine Belohnung, traurigerweise. Der hier ja auch nicht, hatte ich schon nachgeschaut. Das auch nicht. Gibt nur einen Raid, der fucking nochmal Spitzenausrüstung gibt. Aua. Da muss ich mal ganz schnell los, ne? Aber so wirklich ganz schnell.
Schade. Mann, ich war mal so gut darin. Stripes, du bist ein Dreckiger. Nein, ich bin so behindert. Ich habe 15 Stück verloren. Ich deinstalliere. Mann, ey. Schmutz ist das. Ja, ich hätte auch eigentlich abgeben können. Da hätten wir 45 Grad, aber haben wir jetzt nicht. Warum? Weil ich ein behindertes Stück bin. Weg von der Explosion. Oh no. Don't you do that to me. Ach, wir haben hier noch einen anderen Gesellen. Wo ist denn meine Gastfreundschaft? Hui. Ich werde sowas von sterben. Mit viel. Ich habe jetzt schon 29 Partikel verloren. Was ist das? Warum, Spiel? Warum? Und die senden schon wieder noch einen Ritter rüber. Vielleicht sollte ich einfach allgemein aufhören, diese Partikel zu sammeln. Ja, ich sollte echt aufhören, einfach Partikel zu sammeln. ...52! Ich habe aber die Hälfte eines scheiß... fucking... Ne, ihr wisst schon. Und dann nochmal einer. 53. Wir hätten einfach mehr als die haben können. Merkt ihr das? Vorsicht, Eindringling! Ich weiß, der hat Xenophage. Oder? Das war gerade nicht Xenophage. Was? Oh, come on. Warum tust du mir das an?
Was höre ich da? Was ist falsch gelaufen mit dem Spiel? Spiel, ich habe einen Black Screen. Ich sehe nichts. Kann nicht schießen, ich kann gar nichts machen, ne? Wenn Sie ihn erledigen, gewinnen Sie. Euer Verbündeter wurde platt gemacht. Ich schicke ihn zurück. Das Portal ist bereit. Sichern und laden. Ich sehe nichts, hallo. Das Portal ist bereit. Schnapp dir deine Wumme. Ist schön, dass das Portal bereit ist. Ich sehe nichts. Dein Teammitglied ist der Eindringling. Euer Eindringling wurde platt gemacht. Ich schicke ihn zurück. Hallo, was soll der Scheiß, Mann? Bin ich tot? Ich bin tot, glaube ich. Jetzt wurde ich respawned. Und jetzt sterbe ich gleich nochmal. Sehr wichtig, meine Damen und Herren. Wir haben doch so safe einfach verloren, ne? Hä? Was ist die Situationslage hier gerade? Ich bin gerade im Spectator-Mode. Ich erkenne das an den Sounds, weil wenn ich falsch das nach unten drücke, ändern sich die Sounds. Wie als ob es bei anderen Spielern wären. Das war's. Das gegnerische Team hat den Urzeitler erledigt. Hä? Ich check's absolut nicht. Was sollte das gerade? Ich hab 43 Partikel verloren. Ja, ich dachte, das wären 53, okay? Das ist ein bisschen weniger. Ich hab nichts gemacht. Was ist das? Ich war der Grund, warum wir verloren haben. Aber Big Uf. Dann bekommen wir EP Plus. EP Plus gibt es ja einfach eigentlich irgendwas, was mehr als EP Plus gibt. Nope. Sachen geben wirklich nur EP Plus. Nicht Plus Plus Plus, sondern nur Plus. Gut. Ah. Lade Freunde ein. Nullwanze mit 72. Hat natürlich den Season Pass. 3 Punkte plus. Was? Warum hat er 1 minus? Ach. Come on. Come on, warum tust du das? Why are you stupid? 69. Er hat das Artefakt. Hä, warum holen sich die Leute nicht die Belohnung ab? $13,85. Mit dem Season. Geh in den scheiß Helm. Junge, was ist... Hä? Hä? Im Helm sollte er doch... Oder nicht? Hä? Bin ich jetzt einfach gerade behindert?
Ich check's nicht mehr. Verstehe es nicht. Ach stimmt, warte, wir wollten auch by the way bei Spider noch reinschauen. Nee, das ist nicht Spider. Um zu Spider zu kommen, müssen wir hier. Alrighty. 50.000 Verbündete einfach. Spidey. Dein Ernst, Spidey? Was für ein Lappen? Gibt's hier mehr als Spider? Nope. Aber noch eine Krankenstation. In einem fucking Bus, Alter. Tag ist angekommen, bedroht die Stadt, die Reise und das Ganze. Okay. Der Turm. Wir müssen aber noch Game bezocken. Nach dieser Runde sollten wir durch sein, dann gehe ich auch, glaube ich, auf. Bin jetzt schon ein paar Stunden on. Hoffentlich sind wir nach der Runde durch. Noch 2 Playlist-Herausforderungen, das sollte easy sein. 3 einzigartige Waffen, das sollte eigentlich auch recht easy sein. Ja, Kämpfer vor Playlist oder Strikes, das sollte auch easy sein. Das sollte auch easy sein. Ja, die meiste Sache ist einfach chill auf Europa. Und kalibriert, macht das da, tötet die da. Ne? Es sollte wirklich nichts Besonderes sein. Come on, Junge, wie knapp. Nächster Power-Bonus. Mir fehlen, genau zu sein, 1401 Punkte an EP. Wex. Ich gehe deinstallieren. Sei lieber berüchtigt. Ja, Schwarmdämmerbruch. Wer nicht? Sogar meine Oma war da. Schieß gefallen ab. Ist der Vagabund eigentlich ein Hüter? Ich glaube nicht.
Heißt aber gut ins Kämpfen gegangen ohne Geist. Respekt. Da hatten wir 74. Dreizehn. Rechts. Irgendwo da hinten. Ne? Ja, fuck my life, Alter. Schön, dass ich weiß, dass er wo er ist, aber ihn nicht tot kriege. Aber 2 von denen, Alter. Ist ja mal krass. Es beginnt schon wieder. 17 Partikel insgesamt momentan. Wie hoch wird's? Yay! Dachte grad. Ich gebe die 10 Partikel definitiv jetzt ab. Gerne. Oh, ich merke gerade, deren Scheiß wird gefickt. Was? Ach, wir haben welche dazu bekommen, einfach so. Spiel, also echt, warum lässt du uns hier schummeln? Da hinten ist der Eindringling. Hat er grad.
Da hinten. Fuck, ich sollte... Junge, was? Wir gewinnen das. Fast, come on, schneller, wir müssen schneller als die sein. Yes! Wie knapp! Wie knapp! Die haben ihn auch noch down bekommen! Die haben ihn auch noch down bekommen, aber wir haben ihn zuerst. Ah, Junge! Geil! Lieben wir, Junge, lieben wir. Alter! Wie abgefuckt die sein müssen. Egal, schön gut. Wir sind gerade nicht in der Suche, ne? Ja, ist gut so. 4 Punkte plus. Ja, schon 74. Ich auch immer wieder neue Waffen freischalten, wundert mich. Mods sind aber gut, dass wir die freischalten. Und die gäbe es richtig Heckmeck. Kurz und einfach. Da, staubiges Buch. Shader. Ja, nee, ist nicht meins. Ist nicht meins. Ja, wie gesagt, ich beende den Stream dann hier einfach. Es hat doch nicht etwas, egal. Hallo. Danke. Halte 4 aus und ich wünsche euch hat das Stream gefallen. Wenn ja, lasst ein Like, da will ich da nicht. Ich wünsche euch noch